little Guns N' Roses to kick in the show an dieser 6. Mai. Jetzt, siehst du, jetzt verwechsel ich das nicht mehr, Frankie. Wieso? Nee, weil ich habe mal in April immer Mai gesagt. Ne? Ach so, ja, stimmt, das hast du schon voraus, ja. So, das mache ich nicht mehr. Wobei, wir könnten jetzt schon fast so eine Juni-Sendung ankündigen, Ja, so heiß wie es war, oder? Ja. Hitzezunge ist bei uns Richtig angekommen. geil, ja. Und auf jeden Fall. 20 Uhr gleich 5 hier mehr an diesem Mittwochabend. Amok, Alex und Frank Stoner wieder back in action für euch mal mit unser natürlich Capes angezogen, so wie Batman und Robin. And we're ready to bust out the commercial radio again. And natürlich mal einen schönen guten Abend an alle, die dabei sind. Denn heute Abend ein ganz spannendes Thema. Denn wir haben gerade das Walpurgisnacht mal vorbei. Wollte ich mal auch mal ein paar andere Sachen mal kurz mal in Blick nehmen. Denn Frankie war zum Beispiel in Nepal da gewesen. Jetzt letzte Woche oder was? Nein. Kurz weggeflogen. Erste Helfer. Nein. Ja, schon eine Ecke her, aber ich war mal in Nepal. Ja, genau, schon. und wir wollen mal kurz mal über die Situation, denn wir haben auch sogar mitgekriegt, dass die tatsächlich das Mount Everest mal geschlossen haben. Und in Deutschland tobte mal jetzt auch mal Tornados. Ja. Ziemlich abgefahren. Also das mehrere Verletzte, über 30 Verletzte, eine ist sogar gestorben. Na, und heute mal ab 21 Uhr deutsche Zeit, meaning 3 p.m. Eastern Standard Time, Chris Ferraro, jetzt frisch geschlüpfte Doktor in Geschichte, hat eine Novelle geschrieben, PDA, na normalerweise ist das Personal Data Assistant, und der hat, das Buch heißt aber Personal Disaster Assistant. Und der spricht in diesem Buch über 30 Jahre in die Zukunft, wo das, was unsere Smartphones alles tun, in Kontaktlinsen reingesetzt werden können. So zum Beispiel, da gab es noch so einen Satz, das ich gesehen habe, ist das, wo du denkst, dass die Menschen dich angucken, und tatsächlich, der liest mal alles, was in seinem Smartphone ist, halt nicht mehr gebeugt am Tisch oder sowas, aber sondern er liest das durch sein. Ach so. Der schaut dich gar nicht an, so. Genau. Du denkst, was hat der für einen leeren Blick hier gerade? Genau. Auf Drogen oder was? Und ich frage mich einfach mal, warum nicht coole Sonnenbrille, und das würde ich ihm heute fragen. Ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Ja. Freue mich auch drauf. Chris Ferraro, ab wann haben wir den am Start heute? Ab 21 Uhr ist ab 21 Uhr live aus New York City, oder? Nicht New York City direkt, Florida, New York. Florida, New York? Florida, New York. Das ist in Orange County, da wo ich groß geworden bin. Da gibt's auch in Florida. Ja, Florida. Und das Witzige dabei ist, dass es genau neben Goshen, New York. Jetzt, wenn du die Alte Testament kennst, ne? Goshen spielt eine sehr, sehr große Rolle, ja. Goshen sagt mir jetzt gar nichts, ja. Wie wird das geschrieben? G-O-S-H-E-N. Goshan. Nee, sagt mir nichts. Ja, das habe ich. Bin ich nicht bibelfest? Nein, das ist geheim ja. Von letzter Woche, ja. Oder nein. Ja, nee, kenn ich nicht. Nein, das habe ich. Da muss ich erstmal googeln. Nein, das habe ich mal gesehen in einer Documentary, man. Das war ziemlich abgefahren, weil das ging um die Reise mal von die Juden, als sie dann Richtung was war das, Rote Meer gegangen sind, glaube ich, Frank, war das oder so? Da gibt's noch so eine Geschichte, wo die ausgewandert sind. Der Exodus. Ja, genau. Und Goshen spielt eine große Rolle in dieses Exodus, so wie das heißt. Ne? Ja, interessant. Ja. Müssen wir auch mal hinterher forschen. Das ist ja auch eine heiße Geschichte. Also auf jeden Fall, Chris ist Geschichtelehrer, und wie ich gesagt habe, der hat Schwerpunkt mal Imperialismus gehabt, und auf jeden Fall, der kennt sich mal ein bisschen mal mit Weltgeschichte aus. Ich habe mal mit ihm nicht so lange gesprochen, weil der musste dann einkaufen gehen, weil seine Frau stand hinter ihm am Telefon. Also der hat gesagt, ich lässt ihn heute mal von alleine heute Abend. Ja. Nee, das war sehr cool, weil wir haben uns noch nie mal so persönlich begegnet. Ich kenne ihn durch mal Bekannte. Und auf jeden Fall ist das seine Kommentare so, Mensch, Alex, wenn ich dich mal schon seit 10 Jahren kenne, na, ich könnte dich mit dir für Stunden unterhalten, aber meine Frau steht hinter mir und ich muss mal einkaufen gehen. Und das war an einem Sonntag. Na, da kannst du mal sehen, die ganzen Einkaufszentren und sowas in Amiland sind offen. Ne? That's the way it is. Ja, Frank, Walpurgisnacht, man, ist vorbei. Na, und was interessant dabei ist, dass, erstmal, lass mal fragen, wie geht's dir? Du warst mal erstmal abgelegt. Ja, ich bin du hast mal,
Ja, das freue ich mich darüber. Musst du die Sünden des Winters rausschwitzen, so. Ja, das hatte ich erwischt, ne? Die Frühlingsvibe kommt. Ja, hab ich erwischt, ja. Und, aber ich bin mir fein, also ist alles wunderbar. Das ist gut, weil wir haben hier, guck mal, auch im Chat fragen die nach, Frank wieder fit, ne? Und natürlich, ja, das macht mich richtig hier verlegen, wie sich alle so rühren und mich kümmern. Ne? Yeah. Tja, und auf jeden Fall, letzte Woche haben wir diese sogenannte Walpurgisnacht oder wie heißt das? Tag der Arbeit, der 1. Mai. Ja, es ist eine interessante Geschichte. Ich meine, rund um diese Mai-Feiertage. Walpurgisnacht ist die Nacht in den 1. Mai rein und der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. By the way, das hat wieder was mit den USA zu tun, weißt du das überhaupt? Ja, der 1. Mai, Chicago war Chicago, das. Genau, dieses Hayward-Massaker, so. Genau. 1860, 60er oder 70er Jahre war das. Und dann irgendwann hat sich das mal nach Boston verzogen, wo die Boston Tea Party gemacht haben. Das war Geschichtsfälschung hier. Das war hier früher irgendwie. Ja? Naja, aber auf jeden Fall, das ist in Amiland angefangen, mal mit der Tag der Arbeiter. Hier, guck mal, wir wohnen in Chemnitz, ehemalige Karl-Marx-Stadt. Wir haben diese Karl-Marx-Bustier da direkt auf der Brückenstraße, was ich denke deutschlandweit und weltbekannt ist. Und da in mehreren Sprachen, Karl Marx ist der Vater von Kommunismus, wahres Kommunismus gewesen. Das, was in Russland in Sowjetzeit war, das war eher Diktaturschaft und hat man eigentlich mit Kommunismus nichts zu tun gehabt. Da steht das wie heißt das? Working Men of all nations, vereinigt euch. Genau, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das ist so ja die Kernbotschaft des Kommunismus. Ja. Ja. Und es ist interessant, es gibt da tatsächlich noch eine andere Verbindung zwischen Chemnitz und den Ereignissen in Chicago damals, bei diesem Hayward-Massaker. Da in Chicago dem war ja vorausgegangen ein Riesenstreik. Und damals war wirklich so Streikende, die hat man als Kriminelle behandelt. Ja. Da haben die großen Fabriken ich weiß gar nicht mehr genau, welche Branche es da eigentlich ging. Meinst du so wie die Deutsche Bahn jetzt im Moment? Ja, so ähnlich was damals. Und die Fabrikbesitzer, die haben Pinkerton angeheuert. Pinkerton ist so eine legendäre, eigentlich Privatdetektei in Amerika. Ja. Also so die ersten Kapitalisten, Söldner. Also du konntest ja einfach anheuern für alles. Und du konntest ja anheuern als Detektive, die jetzt wirklich irgendwas rausfinden, so. Ja. Oder eben einfach als so eine Art Objektschutz, Wachschutz. Und diese Pinkerton-Leute, die haben dann halt irgendwann angefangen, auf die Streikenden zu schießen und die Streikenden zurückgeschossen, sind auf Leute gestorben. So richtig Kampf war das damals. Und daraufhin gab's dann eben so eine große Kundgebung in Chicago. Und einer der Leute, die da dahinter standen, auch als politische Agiteure, da war unter anderem ein Mann, der hieß Johannes Mosch. In Amerika haben sie ihn John Mosch genannt. John Mosch. Aber der ist ein Deutscher. Und dieser Johannes Mosch war im 19. Jahrhundert eben, war der ein zuerst Linker in der Arbeiterbewegung, die da so aufgekommen ist, später dann Anarchist geworden. Und der war ein Mann, der hat eine Weile auch in Chemnitz gelebt. Ach was? Ja, der hat eine Weile in Chemnitz gelebt und hat zu der Zeit die darbende sogenannte Freie Presse, das war eine Arbeiterzeitung, und der hieß total schlecht, von der ist der Chefredakteur geworden und hat diese Zeitung voll hochgepusht. Und das ist die Zeitung, die heute in Chemnitz immer noch die Freie Presse ist, die eine der größten Zeitungen in Ostdeutschland ist. Ach, also krass, weit über Chemnitz hinaus, geht für ganz Südwestsachsen. Ja. Und dieser Ernst Mosch war eben auch, hat eine Weile in Chemnitz gewirkt, wurde auch in Sachsen dann ins Gefängnis gesperrt. Ja. Also das waren damals 19. Jahrhundert, da ging schon zur Sache so zwischen Arbeiterbewegung und damals noch Monarchie und so. Und wie gesagt, es war nicht nur in Deutschland so, in Amerika auch. In Amerika wurden die Leute niedergeschossen. England war es auch ähnlich und auch in Deutschland gab es diesen Arbeitskampf und da wurden Leute dann ins Gefängnis gesperrt. Und viele von denen sind dann ausgewandert. Ja. Der Ernst Mosch auch, der ist zuerst als dann Bismarck die Sozialistengesetze eingeführt hat, das ist dann vielen von den linken Aktivisten, die hier verfolgt wurden, dann ist der Mosch erst nach England ausgewandert
Und dort gab es dann auch irgendwann Stress und er ist in die USA ausgewandert, the land of the free. Und schlussendlich dort aber dann auch in diese Arbeiterbewegung halt dort verwickelt gewesen. Ja, das ist interessant. Wir können mal mit Chris darüber sprechen. Ja, nachher. 1. Mai, also das ist auch die Connection. Ja, aber das Interessante dabei ist, dass in Amerika, glaube ich mal, dass die 1. Mai wird gar nicht mal als Feiertag oder sowas mal gefeiert, so wie in Deutschland. Glaube ich auch nicht, ja. No. Interessant dabei ist es ja auch, dass viele Leute sagen, 1. Mai ist der Geburtstag von Adam Weishaupt. Ja, und deswegen ist es dieser Kult. Das sagen ja auch viele Leute, dass hinter der ganzen Vision des Kommunismus überhaupt diese Vision der Revolution und wirklich diese Gesellschaften umzuwandeln, dass dahinter ja schon auch schon diese Vision von Freimaurern oder auch der bayerischen Illuminaten standen, die auch schon diese Vision hatten, die Obrigkeit umzustürzen, so umzukippen. Ja. Viele bringen das in Verbindung. Französische Revolution, da ist es historisch wirklich klar, also das war eine Freimaurerrevolution, das weiß man ja. Französische Revolution, aber eben dann auch die späteren, die gefolgt sind. Also dieses ganze 19. Jahrhundert, was voll ist, voll diesen revolutionären Strömungen in allen möglichen Richtungen. Viele sagen ja, das ist eben auch, dass dort auch diese Freimaurer-Illuminaten ihre Finger im Spiel haben. Und dass deswegen der für die Massen der Tag der Arbeit, also der Tag der Arbeiterbewegung, muss man eigentlich sagen, ja. Der Tag der Arbeiterbewegung, nicht der Arbeit. Und das ist der Titel, den Massen gegeben wird, aber das im eigentlichen Sinne so dem Adam Weishaupt gehuldigt wird, der da auch Geburtstag haben soll. Ja. Sehr interessant, also am 1. Mai. Hat der Geburtstag am 1. Mai, der Adam Weishaupt? Ja, ich denke schon. Also ich denke schon. Ne? Okay, krass. Ja. Krass, ne, wie das alles mal schon sich wieder verbindet. Wa? Spannend ist ja auch, dass du hast es ja angesprochen, dass ja die Nacht vorher ist, Walpurgisnacht. Ja. Und dass wir also auch dort schon viel ältere Traditionen haben, die also auch nichts zu tun haben so mit Politik, sage ich genau das Gegenteil. Also nicht dieses rationale, diese Hexen, Karl Marx Betonkopf, weißt du so. Diese Hexen verbrennen. Guck mal, ich habe mal in Goslar gewohnt und man könnte zum Beispiel von dort aus der Brocken sehen und der gibt's mal nach der Wende mal auch dieses so Spiel teilweise du kommst da gar nicht ran, weil es mal ausverkauft ist, ne? Wo die diese Spiele von die Bruder Grimm, die dort diese ganze Geschichten über Wichtelmänner und Hexen und sowas mal ausgedacht haben oder geschrieben haben, wie auch immer. Was hat das damit zu tun? Ist das mal irgendwas Religiöses? Weil das ist auch sowas mal in Amerika, diese Walpurgisnacht. Natürlich, Walpurgisnacht, das ist der alte Hexenglauben, führt uns tief zurück in heidnische Zeiten so. Das ist letztens der alte Glauben auch an das weibliche Prinzip, was tatsächlich genau das Gegenteil ist von diesen Illuminaten, weil dieses ganze Illuminati, dieser Weltkontrollfilm, ist vor allem eine zutiefst männliche Sache, so, ja. Also das ist so alles rational im Namen der Wissenschaft und Aufklärung und so. Und während eben dieser Hexenglaube, kannst du auch sagen, der Göttinnenglaube viel mehr mit zu tun hat mit weiblicher Intuition, mit Natur, mit Sinnlichkeit, mit Rausch auch, mit Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Das ist eher diese Sache so. Auf dem legendären Hexensabbat so auf dem Brocken oben, da wurde er getanzt, da wurde auf dem Besen geritten. Ja. Manche sagen ja, das auf dem Besen reiten ist im Grunde ein Bild wie du reitest auf dem Phallus, das ist Sex, ja, was da passiert. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Du reitest auf dem Besen und dann fliegst du. Das ist also Kein auch Wunder, so, dass jeder sagen, dorthin das ist so ein Hinweis auf diese weibliche Ekstasefähigkeit, die es gibt, die Männer nicht haben. Ja? Also dieses auf einer Welle von multiplen Orgasmen so reiten. So. Das ist die Idee hinter auf dem Besen fliegen. Ja, ja Frank, also keiner die wirklich eine Hexen rumfliegen sehen. So. Jetzt ist das klar, warum keine Sau kommt auf der Brocken. Ja, weil das ist so ausverkauft. Ja, da kann auch nur derjenige hinkommen, der mit diesen Energien auch umgehen kann. Ne? Oder besser gesagt diejenige. By the way, ich hab übrigens auch vor nicht allzu langer Zeit was sehr Interessantes gehört. Der Brocken ist ja nur ein Name. Ich meine, im Hexenglauben nennt man ja auch, spricht man vom Blocksberg. Ja, der Blocksberg. Und der Blocksberg, sagen viele. Ich kenne nur Pippi Blocksberg. Ja, deswegen, ja, weil der Blocksberg ist also der Berg, wo die Hexen zur Walpurgisnacht hinreiten und dort halt die Party feiern mit dem Teufel. Sagt man so. Und interessant, ich habe jetzt letztens was gehört aus Schweden. In Schweden gibt's wirklich vielleicht den echten Blocksberg. Da gibt's einen, der heißt auf Schwedisch so ähnlich wie Blöksberg. Das heißt sowas wie blau, Bloksberg. Ja. Das heißt sowas der blaue Berg. Und das ist tatsächlich scheint es so zu sein, ein ganz altes, nordisches, heidnisches, eine Kultstätte. Ja? Okay. Und also ich weiß ja nicht, ob es so stimmt. Ich habe das nur gehört mit diesem Bloksberg oder Blöksberg, wie sie ihn genannt haben, weiß ich nicht mehr genau. Und
da habe ich sofort die Assoziation gehabt, hey, das ist doch genau das, was der Blocksberg ist und dass es da vielleicht wirklich einen historischen Ort gibt. Wir haben natürlich den Brocken, aber weit oben im Norden und noch viel unerreichbar. Aber und deswegen auch noch viel weiter zurückgehen. Ich kann interessant, so, Frank, ich kann sowas glauben, weil ich weiß noch, als ich mal in Frankfurt gewohnt habe, die haben mal zum Halloween angeblich, also ich, dummer Amerikaner, sage ich mal, ist das, die haben in eine Burg irgendwo glaube ich, war das am Rhein oder sowas, Frankensteins Burg. Kann das sein? Gibt's das in der Geschichte überhaupt? Hat der mal in Frankfurt irgendwas zu tun oder in der Nähe von Frankfurt in Hessen? Frankenstein. Ja, da sprichst du natürlich das nächste heiße Thema an. Wirklich witzig. Das Buch Dr. Frankenstein, Mary Shelley hat das geschrieben. 19. Ja, klar. Jahrhundert. War das am Rhein gewesen? Nein, ich nicht. Aber wenn ich mich recht erinnere, in dem Buch war der Stammsitz der von Frankensteins war in der Schweiz. In der Schweiz, In der Schweiz, in der Nähe von Genf. Okay. Da ist aber eigentlich nicht wirklich da rein, oder? Nein. Weil denn das war irgendwas denn so gemacht worden ist, weil das hat mich mal gefreakt out. Und natürlich ist als Amerikaner, kommt von einem Land, die gerade 200 Jahre alt war und die so Frankensteins Burg und sowas. Und ich war so, oh geil, so richtig. Die haben dort mal Busse geschifft. Und mit Menschenweiser. Es ist wirklich witzig, dass du das Thema Frankenstein ansprichst. Ich werde es vielleicht im Laufe des Abends nochmal darauf zurückkommen. Yeah. So. Vielleicht sogar im Gespräch mit Chris. Werden wir sehen. So. Okay. Einfach nur witzig als für mich persönlich als Resonanz. Also egal. Aber auf was ich noch hinaus wollte, wir haben ja auch jetzt gerade gesprochen, hier der Besen und das Besenreiten als eigentlich so ein Code für Sex, ja, und der Besen als Phallus. Gibt's da noch ein anderes Ding, was so rund um den Mai auch noch in Deutschland Tradition ist, in Süddeutschland mehr, das Maibaum aufstellen. Hast du das schon mal gehört? Ja, das habe ich gesehen. Was ist? Das ist so eine Stock, das sieht aus so wie so eine grüne Ding rundherum, so farbige Dinge, die runterkommen und irgendwie, man hat diese traditionelles Klamotten und man tanzt um das Ding und wickelt das Stamm irgendwie. Ja. Also das Maibaum aufstellen ist wirklich, das ist auch eine sehr interessante Tradition. Weißt du, früher habe ich auch gedacht, ich komme ja aus so einem bayerischen Dorf und da wo ich herkomme, in dem Dorf ist es sogar echt wirklich ganz besonders wichtig. Also das Maibaum-Ding ist ein zentrales Ereignis. Das passiert doch nur alle 5 Jahre. Alle 5 Jahre wird das gefeiert. Nicht jedes Jahr im selben Dorf. Ja. In jedem Dorf alle 5 Jahre. Kommt ein neuer Maibaum. Und das ist ein Riesen-Act. Also das geht dort wo ich aufgewachsen bin, fängt es schon im Herbst an. Da wird schon der Baum ausgesucht im Wald und da wird schon der Baum wird gesegnet und dann gibt's eine Feier. Ist immer ein Typ, bayerisch, feuchtfröhlich, immer mit Schnaps verbunden schon morgens. Also, ja, so läuft es dann. Und da wird schon im Herbst wird schon der Baum ausgesucht, der wird dann auch im Herbst gefällt, wird ins Dorf gebracht. Das macht dann immer die Dorfjugend. Also die Dorfjugend hält da zusammen. Es geht über ein halbes Jahr. Im Herbst geht's los. Baum fällen, Baum ins Dorf bringen, dann wird er da im Laufe der Monate bearbeitet und so geschält und so weiter. Gleichzeitig muss die Dorfjugend sich vorbereiten auf die Maifeier, denn die müssen dann alle so alte traditionelle Tänze lernen. Ne? Das ist auch super witzig. Aber das ist nicht nur in Bayern so, Frank. Ja, weiß ich nicht, aber in Bayern kann ich es halt aus erster Hand berichten. Und dort ist es ein Riesen-Act so, ja. Und was da halt so interessant ist, ich meine, früher habe ich mir auch gedacht, diese ganze Folklore ist, was interessiert Hast du mich so? mitgemacht? I'm a Rock'n'Roller. Nee, ich war bedauerlicherweise, bei der einen war ich noch zu jung und dann bin ich in sehr jungen Jahren schon aus dem Dorf weg und also ich war zwischen den 5 Jahren sozusagen. Okay, ich habe leider selbst nicht mitmachen können. Ja. Okay. Aber es passt auch irgendwie im Nachhinein, weil ich bin ja eben auch nicht mehr in dem Dorf. Also ich bin eben einer, der ausgeflogen ist, weil um was es eigentlich bei diesen Maifeiern geht, das ist was ganz Altes. Ja. Um was es eigentlich geht und genauso wie bei der ganzen Blocksberg-Geschichte, letztens geht alles nur um Fruchtbarkeit. Ja. Es geht um Fruchtbarkeit. Der Maibaum ist auch wie ein Symbol des Lebens, wie ein Phallus auch. Ja. Und auch rein praktisch ist es wirklich so. Das funktioniert einfach immer so. Wenn die Leute feiern und dann zusammen tanzen und Musik ist, dann kommt auch Sex ins Spiel und dann vermischen sich die Gene. Und es ist wirklich so, bei der Maifeier, du kannst es heute noch beobachten, also in meinem Dorf damals, was da abgeht. In diesem halben Jahr, die müssen halt den Baum dann rund um die Uhr bewachen, weil der kann dann geklaut werden. Monatelang ist dort jede Nacht Wache und so ein Bauwagen. Jede Nacht ist dort Party. Jede Nacht im Dorfzentrum. Und was da alles abgeht, wirklich was da für Affären sind, wer da mit wem hatte und so. Und am Ende der Maifeier sind sie irgendwie alle, dass wieder eine neue Generation sozusagen erwachsen
und die kennen sich alle. Die heiraten dann vielleicht und bleiben dann sich dann vielleicht treu, aber alle haben diese Erinnerungen, auch in dieser Zeit. Es ist so, Alex, das ist ein altes heidnisches Ding und der Genpool wird dort gemixt. Das ist einfach großartig. Deswegen finde ich das so cool, weil wenn du auch überlegst, diese Sachen, sowas aufstellen, so einen Baum aufstellen. Ja. Hey, ich habe das gleiche Ding habe ich in Indien gesehen. Ja. In Indien, in einem kleinen Dorf in Südindien, da haben sie auch so eine Art, das war natürlich keine Maifeier, das war so, das vom Gedanken, aber so eine Art Erntedank oder sowas. Ja, genau. Und da haben die haben genau das gemacht. Mich hat's fast umgehauen. Da ist mir das erst so klar geworden, was das eigentlich für ein altes Erbe ist, was wir da in Bayern oder auch in Österreich so erleben. Ja, in Indien, Ukraine machen die auch sie haben da so einen Baum aufgestellt, so einen Pfahl, und dann haben die jungen Frauen und die jungen Männer aus dem Dorf, die noch unverheiratet sind, die haben um den Baum herum einen Tanz gemacht, in dem sie so lange Stoffbänder rumgeflochten haben. Ja. Das ist 1:1 das, was sie in Bayern machen, ja. Und da habe ich dann echt gecheckt, hey, Alter, das ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Blasmusik-Folklore, sondern so ist es natürlich heute auch. Also heute ist in Bayern immer der katholische Priester dabei und natürlich wird nur gesoffen die ganze Zeit und so. Man kann da vieles kritisieren oder so, aber diese Maifeiern, das ist ein ganz, ganz alter Kult. Das ist ein ganz alter Fruchtbarkeitskult. Vielleicht. Das ist das Gleiche wie unsere Vorfahren, die was weiß ich, Steine aufgestellt haben, so in Stonehenge oder sowas, weißt du? Dieses Ding gemeinsam, eine Generation macht was gemeinsam. Das verbindet die Leute, das schafft eine Identität in dem Dorf oder auch vielleicht in dem Stamm, wenn man so noch so ein größeres Projekt hat, sowas wie Stonehenge oder in Frankreich da, nicht Südfrankreich, in Westfrankreich, in der Bretagne, diese endlos langen Steinreihen hier, in Karnak heißt es, glaube ich, ja. Vielleicht ist es so, dass wirklich so ähnlich wie dieses Baum aufstellen, das so eine ähnliche Hintergrund hat. Ja? Man macht gemeinsam was für die große Göttin und gemeinsam ist es dann auch immer Fest und Party und neue Kinder kommen. Ja, vielleicht ein von diesen Inder hat mal bayerische Vorfahren gehabt. Ja, oder umgekehrt. Letztens habe ich das gepostet hier auf unserer Facebook-Seite. Ja. Habe ich gesehen. Hier den Hinweis zu diesem Interview, zu diesem armenischen Wissenschaftler. Und der sagt hier, Bayern wurde von einem armenischen Prinzen gegründet. Ja, der Prinz Bayou war. Alter, abgefahrene Story. So. Wir haben darüber gesprochen mal in der Show. Ja, das Armenien, ist krass. Armenien immer heiß. Aber hier ist so cool. Ich meine, das ist doch echte, also sowas wie dieses Maibaum aufstellen. Was ich damit sagen will, ist, das verbindet uns halt echt mit was ganz Altem, so. Natürlich. Das gibt's auch mal in die ukrainische Tradition. Also, als ich getanzt habe, ich habe mal russische und ukrainische Volkstanzen gemacht, immer 22 Jahre lang. Haben wir auch mal so eine Frühlingstanz gehabt, ne? Und also das gehe ich davon aus in jeder Tradition. Deswegen sage ich meistens, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in Bayern alleine ist das die einzige, weil ich glaube, ich das mal in Hessen auch gesehen habe. Ne? Es gibt's auf jeden Fall in mehreren Gegenden, aber dort in Oberbayern ist es einfach so ein Riesending. Also dass es echt über Monate hinweg geht, ist fast nirgendwo so. Hey, hier selbst in Chemnitz stellen sie Maibaum auf, ja. Da macht es dann hier die lokale Brauerei, weißt du, das ist halt ein Fest, ja. Da kommt der Kran, das ist, weil der Maibock ist mal dann kommt Blasmusik und dann wird gespielt. Das ist nicht von dem ich spreche. Diese Maifeiern in Oberbayern, die sind wirklich, da geht's um Monate hinweg. Gell? Allein schon dann diese Tänze auch. Das sind auch so interessante Geschichten, ja, wie das da die Leute zusammenbringt. Das ist früher habe ich es echt, als ich jünger war, habe ich immer gedacht, das ist dieses Spießige, was ich eigentlich hinter mir lassen will, dieses ganze Konservative. Aber als ich dann in Indien war, habe ich das dann erst gecheckt. So, als ich das gesehen habe, so, die machen das auch. Da ist mir auf einmal klar geworden, das ist wirklich Kultur. Das ist ein Erbe und es ist unser Erbe und es verbindet uns mit wirklich ganz, ganz Zeiten, die ganz weit zurückliegen. Mit unseren Vorfahren, die auch sowas gemacht haben. Ich meine, wir haben jetzt hier in Deutschland nicht so viele Steinkreise, aber wir haben in Deutschland viele von diesen Findlingen auch, die aufgestellt sind. Also es gibt's überall in Deutschland auch. Und vor allem haben unsere Vorfahren haben das auch mehr mit Bäumen gemacht. Die haben Bäume aufgestellt. Ja. Man hat jetzt vor ein paar Jahren in Dresden bei einer Baustelle festgestellt, da sind Siedlungsspuren, altes Zeug, Archäologen sind gekommen. Und da hat man festgestellt, mitten im Stadtgebiet Dresden gibt's ein so ähnlich wie ein Steinkreis wie Stonehenge, nur nicht mit Steinen, sondern mit Pfosten war das gemacht, mit Bäumen. Und so ein Pfostenloch, das kannst du noch nach Tausenden von Jahren sehen. Da ist der Boden verfärbt. Ja. Das ist ganz einfach. Und man hat das dann nachgemacht. Und das ist auch wieder ein perfekter Kalender. Also das ist auch wieder ausgerichtet auf Tag- und Nachtgleichen, auf
Wintersonnenwende, Sommersonnenwende, ist voll in Tune so, ja. Echt? Das haben die Leute damals gemacht, ja. Ja, well, weißt du? I mean, hey, das waren keine Wilden, ja. Was die immer mehr finden, das ist schon heftig, ne? Ich glaube, dass wir würden mal diese Kollegen sogar mal als Gespräch mal demnächst bei uns in der Show haben, ne? Diese Typ, der mal diese gigantische Skeletten und sowas nachforscht. Oh yeah, und sowas, das kann man vielleicht auch gerade noch sagen, ja, weil mit dem Mai-Thema sind wir, glaube ich, auch dann so gut wie durch. Ja, also nächste Woche haben wir aller Wahrscheinlichkeit nach Ross Hamilton zu Gast bei uns in der Show. Ross Hamilton ist Amerikaner und der beschäftigt sich mit amerikanischer Urgeschichte, also präkolumbianisch, und der hat ein Buch geschrieben über Giants, also Giganten, Riesen Funde, archäologische Funde von Riesen in Amerika. Sehr spannend. Ja, mittlerweile finden die das mal überall, in Russland und sowas. Und weißt du noch, als wir mal darüber gesprochen haben, in den 50er Jahren mal da in Sizilien und sowas? Und jetzt plötzlich überall finden die diese Dinge. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Da. Ja, auf jeden Fall. So, das wird mal sicherlich interessant. Oh, hier. Wir müssen mal hier kurz auf den Chat eingehen. Ne? Der Deckel, wahrscheinlich hier zum Geburtstag von Adam Weishaupt. Laut Wikipedia ist es nicht 1. Mai. Haben wir vorhin was Falsches gesagt. 6. Februar, 18. November. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ich habe das einfach so aus dem Gedächtnis gesagt. Vielleicht war es dann hier George Washington, kann das sein, dass der am 1. Mai hat? Weil da gibt's ja wieder diese Verschwörung, dass George Washington und Adam Weishaupt derselbe sind. Oder vielleicht war es auch die Gründung des Illuminatenordens. Also das mit dem Geburtstag stimmt nicht. Ja? Dankeschön, Deckel, für die Korrektur. Ja? Aber da bin ich mir ziemlich sicher, irgendeine Connection gab's zwischen den Illuminaten und diesem 1. Mai. Sicherlich. Müsste ich jetzt aber selber nochmal anschauen. Habe ich mich getäuscht. Ich dachte, es wäre echt der Geburtstag von Adam Weishaupt gewesen. Well, hey, Aber hey, das ist cool. Wir haben ja eben gute Zuhörer, die auch fix sind und so auf die Finger gucken und da mal draufklopfen. Frank, ich hab mal was Interessantes, dass ich mal kurz mal hier, bevor wir zu einem Music Break springen, mal dich entgegenwerfen und mal deine Meinung dazu hören. China fordert jetzt alle muslimische Shopbesitzer in China um Alkoholverkauf, um das Islam zu schwächen. Oh, die wollen die Shopverkäufer zwingen, Alkohol zu verkaufen. Ja, genau. Ja, das ist, meine Meinung ist, das ist nicht gut. Leute zu irgendwas zu zwingen, was sie nicht wollen, ist nie gut, oder? Ja, aber das... Was soll das, ja? Vor allem gerade China, ja. Gerade China ist tragisch, wenn man überlegt. Ich meine, da gab es doch die Geschichte mit dem Opium, der Opiumkrieg. Ja. Da war es doch so, dass die Engländer China gezwungen haben, das ganze Opium von den Engländern zu kaufen, und China ist über mehrere Generationen total geschwächt worden, nur von diesem Opium. Ja. Und die Engländer sind steinreich geworden. Ja. Das Opium wurde angebaut in Indien, englische Kolonie. Und man hat die Chinesen hat man mit Zwang, da gab es Kriege drum, den Opiumkrieg. Ja. Man hat die gezwungen, das Opium ins Land zu lassen. Der chinesische Kaiser wollte das nicht, weil der gewusst hat, dass sein Volk dass das Volk nur schwächt. Ein Drogenkrieg gegen das Volk, ja. Und jetzt will das China gegen, wenn es dann stimmt, das ist die andere Frage, wo hast du diese Nachricht? Also ob das stimmt, ich weiß nicht. Aber wenn es so wäre, dann wäre es ein Drogenkrieg gegen das eigene Volk. In dem Fall gegen das sind die Uiguren, leben in China, leben viele Moslems. Ja. China ist so ein Riesenland, in China leben bestimmt 60, 70 Millionen Moslems. Ja, ich habe keine Ahnung. Aber das habe ich mal gesehen, das war nur die Überschrift. Und wo hast du das gesehen irgendwo? Ich habe das online gesehen, ja, so irgendwelche aktuellen Meldungen. Und das war der Headline und das hat mich nur etwas geschockt. Das ist auch schockierend, ne? Aber das ist so, wir leben ja heute auch echt in einem Propagandakrieg. Solchen Nachrichten muss man erstmal nachgehen, weil, also das finde ich schon ein ziemlich starkes Stück. Wobei nicht, dass ich das den Chinesen nicht zutrauen würde. Ich meine, das ist jetzt keine freie oder dem Volk wohlgesonnene Regierung, die da am Start ist, das ist klar. Ja, wir machen mal Folgendes. Ich spiele mal ein bisschen Musik. Ich schaue mir mal das mal genau nach, so wo ich mal das hier gekriegt habe. Und wir kommen dann gleich zurück und roundabout mal eine halbe Stunde. Da recherchieren wir gleich in den Shanghai News. So, ja, genau. Prüfen wir unsere Chinesischkenntnisse. Ja? Genau. Und in der nächsten circa halbe Stunde mehr Chris Ferraro, Dr. Chris Ferraro, Doktor in Geschichte und auch ein Lehrer, da wo ich groß geworden bin, in Orange County, New York, ist gleich bei uns als Interviewpartner, denn der hat eine Novelle, sagt man in Deutsch, war Novelle, ja,
geschrieben. Wobei, ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob eine Novel eine Novelle ist. Da bin ich mir nicht sicher. Nein, es ist länger als eine Kurzgeschichte und der ist keine... Aber es ist kein Roman? Keine drumherum geschrieben. Das wird aber ein Roman? Ein Thema. Und Roman ist doch Englisch auch Novel, oder? Ein Roman? I guess. Ich bin auch nicht sicher. So. Weißt du, Novelle, da kommen wir nämlich wieder in diesen Schulmist rein. So, weißt du, das ist in Deutschland so eine heiße Sache. Ich kann mich erinnern, sowas wurde man früher in Deutsch im Unterricht, musste man sowas wissen. Was ist eine Novelle? Und ich kann es nicht so einfach, so wie wir uns das vorstellen, halt ein Book. Nein, es ist dann irgendwie ganz genau definiert, irgendwie als literarische Randgruppe. Nennen wir es lieber Roman, also glaube ich auf der sicheren Seite oder so. Wenn jemand mich fragen würde, was eine Novelle ist, ich würde sagen, das ist das Teil, wo mal die Ventile in dem Motor so das Benzin und das Abgas rein. Genau, die Nockenwelle oder das. Oh, wie heißt das? Nockenwelle. Also ich habe gedacht Novelle. Same. Let's do some music. Carlos Novellas. Linker Läufer Real Madrid. Carlos Novellas. Genau, so ungefähr, man. Wir machen mal ein bisschen Musik, dann kommen wir mal gleich wieder hier in die Amok, Alex und Frank Stoner Show in dieser Mittwochabend. Ich habe mal hier ein bisschen Living Color für euch am Start von ihr erster Album. Open Letter heißt der erste Titel und dann gleich danach ein bisschen deutsches Musik. Ich habe ein bisschen deutsche Musik am Start, Frank. Alright, bin ich mal gespannt, was da auflegst. Ja, Kraftwerk. Kraftwerk. The Mix, man, from the Mix Album, ne? Aber ich glaube, das ist von dem deutschen Mix Album und das kriegst du gleich mal am Start nach diesem Titel hier vom Living Color. Schön, dass ihr eingetunt seid. 20:35 Uhr hier auf Radio Emergency in the Amok, Alex und Frank Stoner Show. Unugako Wako Maya Umachini. Was? So Techno, ja. Was war das für eine Sprache? Ob das Japanisch war? Programmiersprache. Ach so. Ja. Das ist interessant, dass wir mal auch über programmierbare Sachen mal heute sprechen. Ja, passt heute rein irgendwie in die Sendung. Auf jeden Fall. Na, für alle mal PDA. Na, Chris Ferraro ist eine frisch geschliffte Doktor sozusagen. Aber mal ganz kurz noch, bevor wir zum Chris kommen, lass uns noch kurz an das anknüpfen von vorher. Wir haben jetzt gerade mal recherchiert mit der China-Geschichte. Ah, so, okay, genau. Dann stell mir den Chris vor und seine Arbeit, dann kommentieren ins Interview. Ja. Aber lass uns das noch klären hier. Haben wir nochmal nachgeschaut, ja? Also die Nachricht kursiert, ja. China würde sozusagen von Ladenbesitzern in den islamischen Siedlungsgebieten, also in Westchina ist es dann, fordern, dass die auch Alkohol und Zigaretten verkaufen. Ja. Weißt du, was mich das erinnert hier, Alex? Also ich meine, das ist übel, ja. Das ist so eine Frechheit, ja, wenn die Leute das nicht wollen. Ja. Ich mein, aber weißt du, was mich das erinnert? Nicht nur an den Opiumkrieg, sondern hier, was letztens auch bei uns gewesen ist. Bei uns wurden doch auch Kioskbesitzer, die nicht mehr die Bild-Zeitung verkaufen wollten. Ja. Das gab's jetzt in der letzten Zeit so eine Bewegung von Kioskbesitzern, die keine Bild mehr verkaufen wollen, weil sie sagen, die Bild ist einfach zu sehr Lügenpresse und verarscht die Leute, Kriegstreiberei, ist ein ernstes Thema. Und dann haben die gesagt, nee, wir verkaufen keine Bildzeitung mehr an unserem Kiosk. Und da hast du das mitbekommen. Da war die Reaktion von den großen Zulieferern, die haben gesagt, also wenn ihr keine Bildzeitung mehr verkauft, dann kriegt ihr auch gar keine anderen Zeitungen von uns. Dann könnt ihr gar keine Zeitung verkaufen. Oh, das heißt, bei uns läuft das auch so, ja. In China wird das Volk hier, die reinen Muslime werden mit dem bösen Teufel Alkohol hier madig schwach gemacht und wir werden verdummt, indem man uns die Bildzeitung aufzwingt. Wenn du Zeitung verkaufen willst in Deutschland, kannst du nicht sagen, nee, die Bild wenn die Fernsehen dich nicht kriegt, dann wird die Bildzeitung dich kriegen. Es ist die Wahrheit, das ist kein Scheiß. Hey man, aber Frank, weißt du, dass die Bildzeitung mal von von Amerika mal finanziert worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg? Das wissen wir, klar. Springerpresse ist von Anfang an CIA-Kind. Absolut. Bis zum heutigen Tag, da gibt's doch auch diesen berühmten Paragraphen, den du unterschreiben musst, wenn du bei Springer arbeitest. Ist ja nicht nur Bildzeitung, ist auch Welt und es ist Berliner Morgenpost, glaube ich, und noch mehrere andere Blätter, irgendein Handelsblatt, weiß ich nicht, mehrere, ja, sag ich jetzt mal. Und wenn du bei Springer arbeitest als Journalist, dann musst du das unterschreiben, dass du keine Dinge veröffentlichst, die gegen Amerika oder Israel sind, ne? Ach was. Ja, das ist Staatsräson. Springer ist Staatspropaganda sozusagen. Okay, ja, und so läuft das, ja. Da kannst du mal sehen. Und deswegen, wer in Deutschland seinen Kiosk betreiben will ohne Bildzeitung, nee, dann kriegst du gar keine Zeitung mehr. So läuft es bei uns hier. Krass. Und noch ein Ding, hier noch eingegangen, hier auch im Chat auch, also es war auch
der 1. Mai ist auch nicht der Geburtstag von George Washington. Ja. Deckel, super, googelt das alles hier nach. Müssen wir es einfach mal so stehen lassen. Weiß ich jetzt nicht, wie die Verbindung ist, muss ich selber mal nochmal zu Hause nochmal nachrecherchieren. Das Irgendwas, was ist die Connection zwischen 1. Mai und den bayerischen Illuminaten? Das ist so die Frage, die im Raum steht. Meines Erinnerungs gab es da auch eine Connection und das ist dann so begründet. Wir können mal das mal dann nachher mal nachschauen. Aber danke, Deckel, dass du es gleich korrigierst, weil wirklich, ich finde auch, cool. Wollen keine Desinformationen verbreiten und wenn man mal Fehler macht, am besten gleich korrigieren. So. Absolutely. Ja, man, gleich geht's los, mal mit Chris Ferraro. Auf jeden Fall, wie ich vorher angekündigt habe, wir würden mal die Sendung mal in Englisch machen, weil Chris spricht kein Deutsch, aber wir machen das so wie mit Andre from Grenor, als wir mit ihm in St. Petersburg gesprochen haben, dass die wichtigen Dinge, was mal zum Beispiel schwer zu verstehen sind, wir würden das dann in Deutsch übersetzen. Aber ich glaube, um euch mal klar zu machen, falls das mal nicht jeder weiß, was eine PDA ist, oder Frank? Ja, genau, erklär das erstmal. Was ist PDA? PDA oder PDA? Weil er hat ein Buch geschrieben. Wir wissen noch nicht, ob es eine Novel ist oder vielleicht eine Novella. Novella, well, das ist eine Novella. Ja. So hat jemand auf Amazon so eine Rezension geschrieben. Ja. Wir wissen es nicht genau. Er hat ein Buch geschrieben, 60 Seiten lang, und das Buch heißt PDA. Genau. Und das erklär doch mal, was es halt auf sich PDA heißt eigentlich richtig ausgesprochen ist eine Personal Digital Assistant. Eine Personal Digital Assistant ist das, was du hast in deinem Smartphone quasi. Du hast mal einen Kalender, wo du die ganzen Termine einprogrammieren kannst und Daten und alles Informationen, was du bekommen willst und. PDAs. Also so ein technischer Device oder so, der dir deinen Alltag irgendwie organisiert. Ja? Genau, ein Organizer. Das ist auch so ein Ding, wo du dann mit deinem Telefon auch schon an den Kühlschrank den Auftrag geben kannst, jetzt das Bier temperieren. Google Watch. Oder schon mal den Boiler anheizen, weil ich möchte heute Abend baden oder so Zeug. Genau, Google Watch ist eine Beispiel. Und man sieht, dass das schon in diese Richtung irgendwie hingeht. Und das ist das Lustige dabei, ist das, was Chris darüber geschrieben hat, ist es natürlich lustig geschrieben. Das macht sich mal irgendwie so Spaß darüber. Natürlich, man sollte mal ein Buch lesen, das ist nur 60 Seiten lang, leider nur in Englisch im Moment, aber der verkauft sich sehr gut in Indien, was ich mal gelesen habe. Indien, das ist interessant, ja. Ja, das habe ich selber gesehen und in Amazon ist das zu bekommen als Kindle und so weiter und auf jeden Fall, Chris ist eine Geschichtelehrer. Und dieses Buch, mal was passiert und diese kleine Geschichte ist 30 Jahre von jetzt, wo quasi das Bildschirm wird in Form Kontaktlinsen. Und wo wie du siehst, dass die Leute nicht mehr ihre Smartphones mal loslassen können oder für eine Stunde, ohne dass die checken für irgendwelche Informationen. So ist man ständig verbunden. Verstehst du? Das heißt, wir haben da nicht mehr das iPhone und nicht mehr die Smartwatch, sondern sowas wie die iLens oder sowas. Genau, ja. so richtig krass. So ein Hightech-Produkt, was du dir direkt vors Auge machst und was all diese, was jetzt unsere Smartphones können, auch kann. Ja, genau. Kannst du im Internet, kannst googeln. Genau. Ich meine, ich muss mal ehrlich zugeben, ich habe mal die Novelle von Chris noch nicht mal gelesen. Ich habe die gekauft. Und die sitzt auf meiner Liste. Ich habe noch so viele Bücher. Ich muss auch mal dieses Buch mal von dir noch fertig machen. Ich hab's auch nicht gelesen. Ich meine, wir haben erst vor 2 Wochen erst gesagt, dass wir Chris Ferraro einladen und tatsächlich so schnell können wir das gar nicht nachrecherchieren. Ja. Aber wir werden den Chris natürlich fragen. Und wir haben hier die Rezension gelesen und waren alles gute Rezensionen. Also Leute, die gelesen haben, alle gesagt, hey, cooles Buch. So, ja. Absolutely. Und natürlich, Chris ist auch mal eine sehr offene Person. So, dass wir mal zum Beispiel, wir haben mal mit Andreas damals gesprochen, mal von Grenor, der hat uns erzählt, was er weiß und über die Geschichten, was mal Nachrichten über Ukraine und so weiter und so fort. Und wir hören mal von Chris, weil natürlich ein großes Thema auch in Amerika ist das Bildungssystem. You know, und Chris als Lehrer, wir können ihn natürlich mal, wie sagt man, erster Hand fragen, was er seine Meinung dazu ist, ob das mal ob der das sieht, dass eventuell eine Verbesserung des amerikanischen Education System, ne?
Das ist natürlich auch einerseits mal ziemlich interessant. Ja. Weil George Carlin hat darüber schon gesprochen. Ja, also in den 80er Jahren, ne? Ja, wir können ganz viele Dinge fragen und ihr könnt auch mitmachen. Ja? Wir sind hier Radio von echten Leuten mit echten Leuten. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr Fragen habt, haut die in den Chat rein und wir werden die dann an den Chris weiterreichen. So. Auf jeden Fall, man. Und nicht nur hier bei Chat. Ich weiß es nicht, ob das funktioniert, dass wir mal gleichzeitig zwei Skype-Hörer nehmen können. Genau, aber deswegen habe ich es auch nicht gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob es technisch drauf haben, dass ihr jetzt direkt reinruft. Aber vielleicht zur späteren Stunde, wenn wir Chris nicht mehr in der Sendung haben, dann könnt ihr natürlich auch anrufen. Ja, und, natürlich. Euch hier noch beteiligen. Zu jedem Thema auch immer, was wir hier heute Abend besprechen. Ja, ja, auf jeden Fall. Chris hatte auch mal eine Facebook-Seite. Richtig, Chris Ferraro. Ja, auf jeden Fall. Und dann auch mal unter PDA, unter Personal Disaster Assistant. Der Chris Ferraro gibt's wahrscheinlich ganz oft, oder? Ich könnte mal, Ferraro ist Italien, ne? Ja, ich denke schon. Ja. Ferrari, Ferrero. Also. Well, Ferraro, der Schokoladentyp. Über die Ferrero haben wir schon gesprochen. Ferraro, ja. Ferrari ist Ferraro. Auch unser Ding, oder? Alex, du bist alter Sportwagen-Fan hier? Ja. Ja, Ferrari? Ja. Jetzt heute Abend Ferrero. Ferraro. Ja. Der Typ, mit dem, dass ich mal die Nasty Habits Reunion der Bass gespielt hat, der heißt auch Sal Ferraro. Ja, Ferraro. Wir dürfen den auf keinen Fall heute Abend Ferrero nennen. Das ist eine große Aufgabe, wenn das beischanzt. So, ich würde mal sagen, dass wir nehmen mal Kontakt mal mit ihm auf. Ja, guck mal, was klappt hier. New York City. Nein, New York, wie ist das nochmal? Florida, New York. Florida, New York. Orange County. Ja, Orange County. Das ist circa, wo Orange County Choppers existieren. Middletown, New York ist auch in der Nähe. Goshen, wie ich dir gesagt habe, Exodus ist auch mal gerade in der Nähe. Und es ist circa 50 Minuten Fahrt mit Auto. In welche Richtung von New York? Norden, Süden? Nordwest. Nordwest. Ja, Alright. Nordwest, so Richtung Buffalo. Buffalo, Binghamton, das ist fast an die Grenze von New Jersey. Wir machen mal ein bisschen Musik. Ich starte mal aus hier mal mit Pat Travers. Frankie holt mal noch mal eine Titel mal am Start. Und das kommt vom gleichnamigen Album Crash and Burn. Sehr, sehr geile Titel. Und ich mal connect uns mal mit Chris Ferraro und dann geht's gleich los hier in the Amok, Alex and Frank Stoner Show. So don't touch that dial. We'll be right back for you here auf Radio Emergency. Bis gleich. Paul Simon, Graceland. Und damit sind wir zurück bei Radio Emergency, bei der Amok, Alex und Frank Stoner Show. Und wir schalten jetzt hier nach New York zu unserem Studiogast für heute Abend, Chris Ferraro. Chris, are you out there? Welcome to the Amok, Alex and Frank Stoner Show. Guten Nacht, gentlemen. Thanks for having me. Hey, Chris, what's going on? Chris, go ahead, man. I'm going to let you talk to Frank for a second. I just want to get you pegged out a little bit over here, man. And how's it going in Florida, New York today, man? What's the weather like? It's going well. It's a little muggy, but we're getting through it. We're heading into spring, and we're doing okay. All right, man. Okay, we got you pegged out, Chris. Man, listen, freshly hatched doctor. Actually, you're picking up your diploma tomorrow, aren't you? That's right. I am. After 6 long years of work, I'm getting it tomorrow. Wow, congratulations, Chris. I mean, and that's really a great honor for us to have you on our show and on this special night for you. I mean, tomorrow you're gonna have this very important diploma. Being a doctor, that's one thing to achieve, man. Well, thank you. It's been a lot of work, a lot of hard work, but I feel it was worth it. Chris, Frank and I were talking about your book, your novella. We were discussing the first thing I think that we were discussing about is the idea of a novella, because Frank said, well, in English they call it or in European they call it a roman. Frank, maybe you can explain it a little bit better. Yeah, well, actually, what we're asking ourselves, Chris, this book you made, is it a novel or is it a novella? A novella, because it's more along the lines of a short story. It's not really long enough to be a full length novel. Right. And that's great that we got this one. We got this one straight here. Yeah, right. Yeah. So your novel, novella, your novella is quite successful. Weird. I mean, it started only recently, but already 18th of September, I think it was last year, wasn't it, Chris?
18th of September, and I've actually done pretty well. I've had sales as far away as Japan, Germany, as a lot of them in North America. I have some fans in India, which is kind of hard to believe, but I'll take them. That's great. I'm glad they enjoyed it, and it's been a real learning experience putting it out there and seeing what people enjoy. Okay. Chris, PDA, basically everybody around the world knows it as a personal digital assistant, but you changed the name a little bit. You called it a personal disaster assistant. Right. Well, explain that to us, Chris. Well, I try to use it as a little bit of a play on words because everybody knows what a PDA is, but I just keep finding how, the society we live in, every 5 minutes, somebody's coming up with a new application for your phone or a new app for you to download that's supposed to help you with your life. And it seems like most of them don't really do very much in that regard. So I figured I would turn the tables and see what would be like in the future. And so I made up an app that people would download in the future that would sort of go with them everywhere they went and sort of walk them through their own little personal disasters. And it was inspired by the fact that every time I turn around, I just see new apps everywhere, for free or for sale for us to use on our phones. Uh-huh. Are you a smartphone junkie yourself, Chris? I never intended to be, but it seems like I can't let go of the damn thing, and and I've got it on me all the time. My friends at work call it the digital Swiss Army knife. And do they? That's a very something. I got to tell you something, Chris. I mean, to each his own, but I've ripped smartphones out of hands from people, and I've thrown them from our terrace at Flower Power because when they sat down and they talked to me and they say, "Well, Alex, how are things going?" And then the first thing they do, you see them bend over and start tipping away. And I'm thinking to myself, what am I going to do? Am I going to start talking to this guy or this person? He's not even paying attention. Right. And I know exactly what you mean. And I'm not like that when it comes to being with other people, but I see people like that all day long. And we call zombies because they're sort of doing they're walking, looking at their phone, and they're using their peripheral vision, to try to like negotiate the street or cross the street or something like that. And everybody kind of looks like they're in a trance. They're not really looking at you. They're just sort of dealing with 2 or 3 different realities at once. And that's something I try to capture in the novella, but it's not smartphones in the novella. I take it 2 steps further. I'm sure you guys have all heard of the Google Glass, which they're trying to come out with now. Is that the one that is supposed to be a halfway fashionable sunglass that has a screen in it? Yes, that's it. It's supposed to replace your phone. You're supposed to wear this thing, and it'll put like information up on a heads-up display on your glass, which nobody else can read but you. And this way you can actually look at them, but you'll be reading your email, which I guess, I guess that's a goal. I guess that's a goal. I mean, Chris, I can remember, listen, I need to tell everybody, you're a father also. You have a daughter. Yes. Right. You're married. You're also a history teacher in Orange County. Yes, what school are you teaching at? I went to Middletown High School. Which school do you teach at, Chris? Oh, I actually live in Orange County. I teach one county down. I teach in Rockland, so I teach at Spring Valley. Oh, okay. And about a 30-minute drive from Orange County. Okay. And I'm confronted with this every day. I see 15-year-olds walking around like zombies, staring at their phones all day long. They can't handle not being attached. Everywhere they go, they got to plug the damn thing in because it's running out of power. It's actually hysterical. And as a result, it really proved a lot of inspiration for what I did in the novella. And it's kind of funny because in the novella, it's not the Google Glass. I took it even one step further than that. I made it a digital contact lens, which since the time the story came out, there have been articles all over the place about how there's going to be digital contact lenses. It's only 5 years away. So I guess in that regard, I guess I wasn't really, seeing the future more than, just predicting what people were going to do. And so, think of it 10 years from now, everybody's going to be reading their email while looking directly at you on their digital contact lens or their smart lens, and you won't even know they're doing it. and so I just said, all right, well, let's see what that world's going to look like. But I got a question. In other words, that if we want to get
Hillary Clinton's emails. All we got to do is we got to steal her contact lenses in the future, or what? Well, that would be convenient, I'm sure. I don't even think you'd have to go that far. I'm sure in the future I'm describing, somebody would steal it and put it online for you, and you can read it for fun. Okay. You know, wherever you happen to be. Okay. So that's sort of the world I envisioned, is a world even more connected than it is now, right? Everybody's got digital contact lenses. We don't know what's real. We don't know what's fake anymore. So there's a couple of themes like that in the story, and I try to make I try to make it a dark comedy, because if you can't laugh at this kind of stuff, you know, I don't know what to do. One of the themes I hit up upon was I don't know if you guys get Discovery Channel in Germany, but about 2 years ago they released a documentary called The Mermaid is Found. Did you guys see this? No. No. They made a documentary in which the mermaid was found. They did it in a documentary style. They had archaeologists. They showed skeletons, and it was all fake. The whole thing was fake, but it was shot like the best documentary you ever saw. Well, I got a phone call the next day from my mother swearing up and down that there were mermaids. and then my brother-in-law came over and told me the same thing. And if you didn't watch the very first 5 minutes of this thing, where they basically said, "Hey, this is a documentary that's fake," you never would have known it was fake. Yeah, okay. And so we're dealing with this world now where we don't even know what's real. Reality television is scripted, right? We've got all these reality shows, and I found out not all that long ago that they're basically scripting these things because obviously reality is not exciting enough. And so what we're watching now is somebody's idea of reality television, but it's not even really reality. That's something like Kim Kardashian. You know, let's put her in Disneyland and see what happens. So I kind of put those themes into the story, and people who've read it say they find it comical, if only because I think we're living through it right now. That's a very interesting point you bring up there, Chris. The content of the information. Yeah, I mean, what do people use this technology for? Because I remember, and maybe you do too. This old Walt Disney character, Donald Duck, and he had this his 3 nephews. Don't know how they are called in American, but they are in some sort of Boy Scout. In German, we call it the Fähnlein Fieselschweif. and those three kids had this handbook, and in all their adventurous stories that they have, always when they need to know something, they have this handbook, and in this book, it's got all kinds of great information, you know. And when I was a child, I was really dreaming, wow, that book would be really cool to have, you know, a book that has all the great information that you need when you're on travels, you know, you're traveling, you want to know, hey, this temple, how old is it? Whoa, you got it. So now we have this vision fulfilled, and it's a great thing, but what do people use? Which content is coming in? I mean, do they really get the That's a great question. I think it's more social media than anything else. Right. You know, and everybody wants to be famous. So everybody, they see something terrible happen, they take a video of it and they put it online. I can't tell you how many people I know have gotten themselves in trouble like that. You know, we have criminals in the United States that commit crimes and take video of it and post it online, and they can't believe they got caught. It's amazing. And usually it's young kids, you know, and then I shouldn't really call them criminals. They're just going out doing the same stupid things we all did as kids. But they take video of it and they post it online, and then they're shocked when they get in trouble for it. So I feel like we live in a world where everybody thinks they're going to be famous. Everybody's going to be Kim Kardashian. Well, God forbid. I got to ask you something. You know, the media, I got to tell you, Chris, I posted this a couple of times on my Facebook. You know, naturally, being that I work in radio and as a musician and stuff like that, I use Facebook and stuff like that as a platform to market what I'm doing and hoping to see the people at concerts or whatever it may be. But the fact of the matter is that when you see some of the stuff that these people are posting in Facebook, it's really scary. It's really scary. I'm telling you, man. Terrifying. It's very scary, and it's given us some great freedom. Like, I was able to write my book and publish my book. I did all the research for my doctorate at home on my computer. I didn't have to go anywhere. No. I was able to access amazing things. But you could just be a complete bonehead with this stuff and just do the stupidest thing in the world and then be surprised that it worked out badly for you. Well, do you feel that this being famous fad for the kids these days has to do with stuff like American Idol, the Voice of the United States, or the Voice of Germany? Because I hate these things, because I think
as a musician from the 60s and 70s, I'm saying that these kids these days, these young kids, are getting the wrong impression on how music is actually supposed to be made. Right. I would agree. I think a lot of what we're seeing, on TV, all the reality shows on TV show you that you can be a complete idiot and be famous. And you don't have to have any skill, right? I mean, just look at Paris Hilton, right? Or Kim Kardashian, and you could be famous. And I don't know how to look at it because I'm not a musician. I don't know how to look at it as a musician. I think you have much more access to get your stuff out there. But I have a generation of students that don't believe that downloading music is wrong in any way. They believe that it's their God-given right to cut and paste everything. Okay. And so they don't, I don't think they respect what it takes to put those things up there. And they just think, well, it's on the internet, I should be able to download it. And that attitude's a little scary when it comes to certain things. But again, I'm not a musician putting my stuff out there. I don't know. Okay. I can only imagine that it must be terrifying to put your work up there and then have somebody cut and paste it and take it and just assume that that's okay to do. Well, the thing that I was just wondering about is that like these TV shows, like for example, America's Got Talent or American Idol and stuff like that. If that's giving the new generation the wrong impression on how to become famous, I think that's where I was hitting at. I think that's very true. And normally, as somebody who studies history, I can always look back and say, well, we're saying it's the end of the world now, but they said that 100 years ago and it still didn't end. But I don't see anything that really equates to this. So there was no reality TV. There was no TV 100 years ago. So I think people are getting the wrong impression of what it takes to be famous. I think people believe that if you go out and do something incredibly ridiculous, you're going to get famous. Yeah. There's one thing right now called the cinnamon challenge. Everybody videos themselves trying to put a spoonful of cinnamon in their mouth and swallow it. And that physiologically you can't do this, but everybody keeps trying, and it's actually funny just to watch people try to do it. That's kind of like a continuation of the ice bucket challenge. This is the hottest thing this summer. It's become a sport, and people in America, and I guess all over the world, just simply want to watch everybody's reaction to it. And so being an idiot is almost a profession now. So, Radio Emergency listeners, you catch the latest trend coming from New York. Just take a spoonful of cinnamon in your mouth and selfie yourself as how your face is reacting. That's cool stuff, man. Feel free to look it up, guys. It's pretty fun. I didn't discover it. It's been out there for a year or so, and I've got students who tell me, "Hey, I tried that. You really can make that work," and then I threw up. Oh man, Chris, tell me something. So what I've noticed on a couple of comments on about your book, it has to do something with how a camel is involved with all this high technology. Could you fill us in on that? Well, there are. I don't want to give any spoilers away, but there's a few jokes involving camels. And, okay, why camels? Why camels? Why not? I figure if it makes you laugh, then I think it's good, right? Okay. I grew up reading science fiction, but a little different than a lot of people. Like Douglas Adams, people who wrote The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Great. Stuff like that, where it's not serious, it's not technical. It's just watching this poor slob try to get through his day, and what happens over the course of his day, and so. The camel's sort of a recurring theme that shows up, and I think it's humorous. People seem to think it's funny. You'll have to read it and judge for yourself, though. Okay. Well, I got the book. I'm going to get to it. I promise you, man. Okay. It's just that how it is, man. Sometimes now that the warm weather's coming around, and that I'm going to have a day or two off, so where I can go up to the lake, man, and chill out a little bit. That's when I grab my books and start reading again. But I hear you. But anyway, Chris, man, doctor in history. Yes, modern world history. Modern world history, and anything particular that you used as, I guess you would call it as a major for your doctor, or something like that. Yeah, I focus. Well, you have to focus on world history as a trend, right? And then within that, you've got to pick a big trend and sort of go with it. So I did imperialism and commercialism in the 19th and early 20th centuries.
And, as I like to tell everybody, it's kind of the story of how we got to today, how we got here now. Okay. So I focused on the British Empire, and I did some focusing on the American commercial empire. Okay. And I actually tied it into football and baseball. So, for you guys in Germany, it was the story of how football becomes the world sport, right? And for us in the United States, it was kind of how baseball works its way around the world. And I did this under the guise of imperialism and under the guise of commercialism, and I did it, while studying a lot of background history at the same time. But my focus was really, sort of how culture is adopted around the world all throughout the 19th and 20th centuries, and why is it that so many countries speak a certain way, act a certain way, play certain sports, things like that. Culture became a big focus for me in this program. I did that. Prior to that, I was a specialist in Russian history. Oh, great, man. That's interesting stuff. So let me ask you a question, Chris, and let's hear your take on this one. Right now in Germany, within the alternative media, there's a big debate going on about these statements made from George Friedman. George Friedman from an American think tank called Stratfor, and he was saying something that it was. I'm kind of quoting him now, but he was saying like something. It was Americans' policy for the last 100 years to make sure that Germany and Russia will not unite, because that might just make the continental Europe or even Eurasia, with that perspective, too strong. And that's somehow the same tradition that the British Empire has. Now, what's your take on that? Is American Empire, and is America kind of the successor of the British Empire in geopolitics, world history? What do you say? It's a great question. I think that I don't think there's ever really been anything like America, and by that I mean it doesn't have territorial holdings like the British did. It's certainly far more commercial, right, in that regard. But I think that in one sense it does get seen as an empire, even though it's far more informal than that. So I'm sorry, what was the second part of the question? I don't want to mince your words. Yeah, well, if the American foreign policy that was formulated by George Friedman, right. Make sure that Germany and Russia, that this Eurasian continent will not grow together. I was also asking if this is the same story, the same history like the British Empire, that also had always this balanced Europe, never let any European power get too strong. Then if somebody's getting too strong, you support the other one, so they are always right. They never unite. Well, I don't know if it was a concerted policy. I know a lot of the actions that occurred in the 20th century sort of kept that from happening. Like Germany and Russia were at odds pretty early on, and you had France and you had England making treaties because they wanted to keep a balance of power, and that sort of predates the United States, right? That goes all the way back to Napoleon, before the United States had any real involvement in Europe. So you have that balance of power that goes from Napoleon all the way to the First World War, where those countries were trying to keep it. As far as the United States, I mean, I think you had a situation where, just Germany being divided the way it was kept it from becoming, super powerful like it could have after unification in 1990. Russia certainly, or the Soviet Union certainly didn't want to let it go, and certainly didn't want to let that happen. Russia had a pretty vested interest in that happening. That's an interesting quote of his. I'm not sure that everybody would agree with that, or that even history would agree with that. As far as the comparison between the U.S. and Britain, the biggest difference I see, or the British Empire, the biggest difference I see is that America's got a pull factor that Britain never had. I mean, the best and brightest in the world for some reason want to come here and go to school, and then they want to stay here so they can make money. And they want to become American citizens, and the British never had that well, not really, and they really didn't let a lot of immigration go on until very late in the empire, the 1930s, 40s, 50s, 60s. So I think there's some pretty big differences there. I think that statement from that gentleman that you quoted, though, I think he's leaving out a lot of history with it. Yeah, of course, it was only a short statement. What he also said, George Friedman was the guy. George Friedman from Stratfor. Stratfor, what does that mean, Alex? Strategic.
strategic foreign policy. Yeah, something like that. Something so like it's that. one of those think tanks, and he was speaking in Chicago to quite an honorable audience as well. I mean, so that was so interesting to hear. And then he also brought this into nowadays, and this George Friedman at the same speech he said that now we are on some critical point in history. And the next 20 years, that's what he said. The next 20 years, it will be it will depend on how Germany will decide its historic fate. And what Friedman meant by this is Germany needs to decide either to join the West or to stay with the Western alliance, or to go together with Russia. And of course, he said in American interest, they always try to make sure that this will not happen. But he said this is now like a very sharp point where history will decide itself. So, I mean, you're an expert also on Russian history. What do you think of that? Well, I think Russia in the next 20 years is going to be very critical, because you can see they're already trying to flex their muscles and trying to reclaim some of the former Soviet Union with this new trade association that Putin is creating. So Russia is certainly trying to extend itself, and I can't say that that's very surprising. Germany's got a unique place. I mean, where it sits geographically, it's one of the largest countries in Europe. It's certainly got one of the strongest economies in Europe. It sits in a unique place, and there's a few geographers out there. Stanley Kaplan's one of them, where he basically points throughout history that once Germany's unified, it's sort of the major power to be reckoned with in Europe, and I think that's still the case. And but I don't know if I agree with that. That Germany's got to choose to take one side or the other. I mean, Germany's got the European Union, and that seems to be working out pretty well, with the exception of maybe Greece and Portugal. It seems to be working out pretty well. I don't know that Germany necessarily has to take a side. I think that it's already fairly well entrenched where it is. I mean, what do you guys think? Wow. Well, it's an interesting debate. I mean, that's really going on in alternative media right now in Germany, this debate. I mean, do we have a choice at all? And then what kind of choice is this? If you say either you go this side or that, because I think the natural interest of Germany would be, as you said, we've got this strong economy, and I mean, we are exporting a lot of stuff. So what Germany needs is markets where to sell its products, you know. I mean, right. And for us, every market would be fine. I mean, we don't care. I mean, you know, as long as the money's coming back, you know. So that's exactly. Well, I mean, I think Germany has taken a leadership position in the Union, in the EU, right? I mean, clearly biggest economy, clearly taking a leadership position. And I think they basically can kind of direct the European Union wherever they feel it should go. So if we're talking about balance of power, a strong European Union would be an excellent position to have in the next 25 years, given what Russia and China may or may not do, right, economically. So I think that Germany, you know, needs to hold on to that leadership spot it's got in the European Union. We've already got close alliances between the United States and Germany. I don't know that that's where he was going with that. Maybe he was talking economically. I think he was rather saying, and also a couple of weeks back or something, or even a month back, it was ex-CIA chef Hayden quoting something similar. Hayden said that in America there are worries that Germany might emancipate itself from the Western Alliance, from America, and he said that they fear that Angela Merkel will no more make the decisions as are in tune with the interests of the White House. So they make their own business in Germany now, and still in Germany we're not sure of this. So I just want to hear from your point of view. From my perspective, and I try to read a lot of news from a lot of news outlets. I haven't heard too much about that. It might be a long-term fear. I don't know that Germany's got a lot to gain by leaving the European Union or even leaving NATO. But I mean, I guess anything's possible. But you know, a Germany that leaves NATO but stays in the European Union, it's kind of got conflicting interests at that point, I think. Well, you see, I think the biggest problem here, Chris, is what's going on in the Ukraine, because yes. You know, if you look at the former East Germany,
I live as an American in the former East Germany, and when you talk to the people that grew up in the East German time, to when the wall was still up, you hear them talking about relationships with officers that they used to go out to dinner, sort of basically like what it's like when we get together. You know what I'm saying? When I come home visiting everybody, it's exactly the way it was. And the point is that there's a lot of Germans that are really they're not into this war thing, what's going on in the Ukraine. And apparently what happened in the Maidan, there's signs for that it was influence from NATO secret forces. Well, the shootings and stuff like that, and these are conflicts that I see and that really bother me as an American to see that things like that are going on. Right. Well, I think my perspective on what you saw in the Ukraine was, over the last 20 years, NATO has just kept expanding eastward, right? Yeah. And all those former Soviet republics and who don't want to ever go back to that have grabbed onto NATO to sort of make sure that never happens again. And, Ukraine wants to be or wanted to be in NATO. And I don't think you're ever going to see that happen for a couple of reasons. And it might have been a possibility 2 years ago, but it's not now. Because if Ukraine were to become part of NATO, then NATO would have to defend it. And nobody wants that because that's essentially a third world war at this point, right? Yeah, absolutely. Hopefully we've learned our lesson on that. So I think what you're going to get is some under the table dealings where, Washington is going to say to Moscow, look, we'll keep them out of NATO, but you get out of Ukraine. And you would hope that would be the case. But I know that they had a pro-Western government. I know they were leaning that way. And I have a feeling NATO would have accepted them at least a year ago or 2 years ago. NATO would have taken them in. And clearly Russia is showing that that's a little bit too much. And, they don't want that to happen. We like to paint Russia as the bad guy. And I grew up during the Cold War and you guys grew up during the Cold War. So sometimes that was easy to do. But you also have to look at a country's interests. And absolutely. I can clearly see why they would not want, Ukraine to be part of NATO. I mean, that seems without any conspiracy theory or anything. I can understand why they did what they did. Of course, I don't agree with what they did, but I know why they did it. And it just seems to me like if you look at the map of Europe and how much it's changed in 20 years, all those Eastern European countries, including Poland and the Baltic states, they all wanted to be part of the European Union. And then they knew security would have been guaranteed in NATO, so they ran for it. And Russia was a little too weak to do anything about it. Well, I guess they're trying to show the world they're not that weak, and they're gonna make. And so what's happening in Ukraine is a tragedy. Yeah, absolutely. I mean, the other point is that, okay, Ukraine wants to be independent and stuff like that, but here you're trying to get rid of people that've been there for centuries. Right. Because that's right. What we also have to consider, that in Ukraine, in eastern Ukraine, we've got millions of ethnic Russians living there. We just had this issue, Chris. I'm sure you're familiar with it, the 100-year anniversary from the Turkish-Armenian War. The genocide, absolutely. Yeah, and here you had Armenians living in parts of Turkey, and and this is I'm not saying that this is at that extreme, but you see that in a shallow mass happening in the Ukraine, that these right. people that are and naturally here you have when you're fighting to change a political view, and then you're fighting for your home. That's two different types of combat, if you follow what I'm saying. Absolutely. And I can tell you that certain Soviet leaders, especially Stalin, basically played chess with the ethnic populations, and he moved a lot of them around. And he made sure that a lot of Russians ended up in the republics, and a lot of those people in the republics ended up in Russia. Right. For just this reason. It sort of was a way of sort of Russifying the republics, so that they could not have this nationalist fervor and want to be independent. So a lot of those people were moved, 70, 80 years ago, and transplanted. Some of them were there longer. You got to remember, the border of Russia has changed 24 times. Oh yeah, just like many countries. Just like many countries. Even going back before the First World War, the border of Russia had changed many, many times.
Ukraine was part of it, then it was independent. There's always been independence movements there. And so, of course, there's going to be populations on the wrong side of a border after 1991. And I think you're sort of seeing that. Whether or not those people desperately wanted to be part of Russia is another story. You know, to me, it smacks a little bit of Moscow wanting it to be that way. But, you know, you certainly can't deny that there were ethnic groups there, Russian ethnics there. I don't believe they were being persecuted, but I don't have all the evidence. Yeah. You know, I don't know for sure. I got another question. How do the Americans feel about that TTIP? You have the North American treaty right now. It's the North American treaty. We're talking about this free trade commission, treaties, and you mean the one that we're talking about now between Europe and the United States? Yeah. How do you feel about that, Chris? How do I feel about it, or how do Americans feel about it? Well, how do Americans feel about that? It's very, very quiet over here. Nobody is screaming about it. Normally you would hear Republicans and Democrats on both sides of this thing yelling up and down, and you're not getting any of that, which is very, very suspicious. But generally speaking, you've got 2 points of view on free trade agreements. Workers tend to think they're terrible. Intellectuals tend to think they're great. And we've had very little debate on it because it hasn't actually gotten to a point where anybody's going to vote on it yet. From my point of view, NAFTA has worked out very well, but I don't work in a factory, so I don't know. I'm sure it's hurt certain sectors where it's helped other sectors, right? So a greater agreement between the United States and Europe, personally, I believe it's probably a good thing, but I would need to see what exactly it was doing. You know what the biggest issue is? Right. Inside of the Germans is Monsanto, Dow Chemicals, and all that stuff. Yeah, the GMO crops. In which we have very little information on how negative or positive these things are. Obviously, I look at them very skeptically. I would imagine from your end that's a pretty big deal because the European Union has some pretty stringent rules on those things. Yeah. Well, just to give you an example, over 3,500 cosmetic products for women that come from the United States are not allowed to be sold in the European community because of carcinogens. That's incredible. Yeah, and the thing is that what's happening here in Germany right now, for an example, Chris, is that everybody's worried that the standards that they have here in Germany for stuff like that is going to fall away. Well, the good news is this agreement's not done yet. So, and the European Union is, nearly economically as powerful as the United States. So I would say I hope this is one where the EU flexes its muscles a little bit and pushes for some more stringent, regulations on some of these things. So that, it sort of makes the U.S. have to live up to certain standards. Here it's more about what goes on in individual states than it is about what the government does overall. Yeah. So, for instance, California has some pretty stringent rules about pollution and rules about emissions and things like that, and that kind of forces the car companies, if they want to deal with California, to have to live up to California's regulations. Well, I hope that in the case of the European Union, they don't sell out on certain things, because I think it would be better for everybody if some of these things weren't sold. Oh yeah, no, absolutely. But like I said, that's probably one of the major, when not the top theme on this free trade commission. The other thing is because like you say, okay, they say free trade commission. What happens is that there's none of this taxing and these. Tariffs, yeah, exactly. Thanks, Chris. I'm forgetting my English. That's a little bit, that's embarrassing. But the thing is that, the thing that Frank and I spoke about is that what happens when you can buy a 6 Series BMW for the price of a Corvette? Well, I think that would, an economist would tell you that would be the absolute best situation for everybody, because the consumer gets the product at the best possible price, and they get the highest quality product. Now, yeah, but what does that do to the American economy on car makers? Well, I'm going to give you the economist's answer on this, and then I'm going to tell you what my father would have said. Okay.
the economist would tell you that that's going to force Corvette to make a better car, right? And if they can't figure that out, then they don't deserve to be around anymore. And the economy will do its job, and they'll be swept away, and it'll be replaced by something else. My father would have told you that's the worst thing I've ever heard. People are going to lose jobs. It'll be a tragedy. It'll be terrible. So there's obviously you have to walk a line somewhere in there. Usually with these trade agreements, they don't take off all the tariffs immediately. Even in NAFTA, they're coming off slowly over 20 years. Because if you do it all at once, you could wipe out entire sectors. Yeah. And nobody wants that. So that's got to be done carefully. But I don't believe that a BMW 6 would cost the same amount as a Corvette. What it would give you is the ability in Germany to buy a Corvette at the actual price that an American can buy it for. And that's supposed to be the goal of a globalized free trade. Now, if you got to do it in such a way, because as we've learned, what does free trade give you? Free trade gives you slavery and the British East India Company, right? So you don't want unfettered free. You don't want unfettered free trade, right? You want some sort of regulation as it happens. Yeah. Because free trade can be a killer, as we've all seen. Yeah. Well, the thing is, free trade, that sounds also great to me. I mean, the word free is quite attractive, and free trade, the imagination that we just share our products, well, that's great. I mean, definitely, yeah. But what we have concerns, just besides of all this Monsanto stuff and GMOs, the other big concerns is that we have, what happens if, we have these supranational treaties created, and if something, if some company says, "Hey, I cannot sell my products here in Germany because of their strange laws that have, or regulations or stuff," then if there's any arguments like that, this will never be brought to a state court, but to some, what they call in German, the internationale Schiedsgerichte. International. It's like a referee court. Yes, but this has nothing to do anymore with any state. So it's like some private courts. Yeah? And the worries that we have, and I guess this should be the same for Americans too, because it doesn't make a difference anyway. That we give away sovereignty, we give away the right to make regulations just for our own purpose. That we like, let's say in Germany, people like to have it this way, and in France maybe people have another way, and in California, as you said, people have again their ways of. They want to handle this stuff, and so that's the worries that we have, that we give away part of our sovereignty, because if it's only international committees that are ruling out these things, I mean, no state court, no court can have an influence on that. Well, yeah, that's a very good point. But I got to say, from this side of the Atlantic, that doesn't look like something that happens very often, because, and I'm just going to use a couple of court cases as examples that you guys have recently gone through. The European Union, individuals have sued Google and Microsoft for the right to be forgotten, and which is something we don't agree with over here. And they won. I mean, you guys have already taken American companies to task and said, look, we believe that people should have the right to have their identity deleted online, if it's something's too old or irrelevant. And, you not only did you take them to court, but you won. And so the way you guys do Google searches or Bing searches in Germany, the results you get is different than what we get here because of what you guys believed. Right. And I don't know how you feel about it, but I mean, I personally thought it was a little bit much, and I was surprised that the courts did it. But I think you're not giving the European Union courts enough credit for what they're capable of doing. I mean, you basically told Google and Microsoft that they have to delete things. That's a good point. Those are two very powerful companies, and they've complied, right? That's right, Chris. But the point is, after the TTIP would come in place, then we wouldn't be able anymore to bring companies like Microsoft to court, because the court would say, hey, it's not our business. Then they will delegate this to these international Schiedsgerichte. Yeah. And I mean, these guys are just private people. In the end, the guys that are sitting in these international committees,
they are the same people that are the lawyers and attorneys for the big companies. So I mean, then we give away the sovereignty, because being a court is also an expression of being sovereign, you know. But this is then taken away, and this is exactly the worries that we have. Then we have no more chance to do anything against these big corporations. Let me ask you guys this. I mean, you've been part of the European Union for a long time now. Do you feel like you've lost some of your control because of it? Well, yeah, it's a big issue in Germany. Yeah, indeed. Yeah. I mean, I know I've heard people complain that, you know, why are we bailing out Greece, or why do we have to help Greece? Right. You know, for example. Yeah. So I guess it's probably a legitimate concern. I mean, you know, the United States has been part of NAFTA now for 20 years, and we haven't felt like we've lost too much sovereignty as a result of it. But I guess it's got to fall to, hopefully, to certain groups, rights groups, to push for this to be done the right way. Because if it's not, I guess you could lose some control. Yeah. One other thing that pops in my mind, because you were bringing up these cases that these big corporations, Microsoft and Google, were brought to court. That's very interesting. Just last week or a couple of weeks back, I took out of the news here in Germany that EADS, this is the mother corporation of Airbus. You know, the German aircraft builder, Airbus. Oh, right, EADS. Yes, EADS is the mother company of that. And EADS is bringing the NSA, the American spy ring, to court for spying on them, for industrial espionage on them. How about that? Well, man? Good. They should. It's actually a big scandal here in Germany coming up because it seems that the German Secret Service, the BND, Bundesnachrichtendienst, have supported the NSA in espionage against European companies. I mean, what is that? Right. Well, I am a big believer that you know, the pendulum is going to swing both ways, right? And we saw after 9/11 that Americans became a lot more accepting of giving away certain rights in the name of what they believed was protection. And I believe the pendulum is swinging the other way. And I think you know, the more restraints we put on, probably the better off we are, and hopefully it'll stay that way for a while. It depends on your point of view when it comes to, you know, spying and things like that. I always go back to the Cold War. I never believed that it was my God-given right to make a phone call to Moscow from my house in the middle of the Cold War without it raising a flag. Yeah. Okay. So I always thought that would have raised somebody's flag somewhere. So, you know, you have to figure out where you stand on that. But I certainly believe that. But wait a second, Chris. Now, what do my parents do in a situation like that? I mean, here I am. My mother and father were children in the Second World War. They're both born in Russia. So naturally, in the Second World War, there was family left there. And then, my grandmother and stuff like that, they called there. I was too small. But I'm just saying, like, you know, what happens to people like that? The same thing that happened when Pearl Harbor was bombed, that all these American Japanese citizens lost all of their rights and are put into, you know, those are other things, you know. Yeah, no, you would certainly hope not, but I mean, I don't believe anybody was being locked up over the data caching that they were doing, right? Nobody really got locked up over it, but they essentially said, hey, look, you know, it just if it raises a flag, maybe we'll try to get a warrant to do something about it. Yeah. And you know, it depends on how you fall on something like that. If I'm getting phone calls from a terrorist, you know, I would like to think that's going to raise a flag somewhere. But I would also like to think that the government's going to require that a judge sit down and look at whether or not you should be able to go any further with that. Yeah. You know, and so it's a great debate. It is a great debate. Well, tell me something. Do you feel as an American that some of the security, the Homeland Security that came into power when George Bush was president, that it's a little bit carried away? It was a bit of an overreaction, but I can certainly understand why, given what happened here. You know, I know other countries. You guys had the Red Brigade. You know, every other countries have dealt with terrorists. You know, we lost. It must have been the worst terrorist attack I can think of. I mean, we literally lost, you know, 2 gigantic buildings, thousands of people, and that does something to your mindset. So I can understand why Americans for a while, you know, were sort of more understanding about,
government being a little bit more intrusive, but here we are, more than a decade later. And I think it's about time that people start to say, hey, you need to really, really follow the law here and not simply do whatever you feel like. Yeah, but wasn't fear always because Frank and we spoke about this a couple of times, and quite often, as a matter of fact, in the show, where we say that fear is an object that governments like to use on their people in order to get them to react the way they want them to, sort of a control. And I ask myself, and how far is that possible in the U.S.? Because, I mean, there's a couple of incidents, naturally, that I remember back in the 60s and 70s that happened, and then you hear after so many years about different outcomes and people opening up the cases again, and then actually finding out that it happened completely different than what it was said to be. Those are things that make me curious. I would agree. Fear is a terrible thing to live with, and fear can do strange things to people. So, we in the United States before 9/11 had a very open existence and didn't have to live anything like anybody else anywhere in the world. And then all of a sudden, everywhere we go, we're getting patted down like you're going through an airport, and people were very accepting of that. Because they said, look, this is how the rest of the world does it, and we have to live with it. Yeah. So getting patted down twice, going to see a football game, everybody basically said, okay, that's okay. Sort of looking the other way when it comes to the way that government does things, I think we're pretty much done with that. I don't think anybody's really really happy with that. Mm-hmm. So I think that's starting to change, but. The spying things have really opened people's eyes a lot, and hopefully it corrects. It's something that gets corrected here. I mean, I think we went through something pretty terrible, and I'd like to see the people raise their voice a little bit more about it. Yeah, that's see in Germany it started with Edward Snowden and his bringing out of all these data. That's funny because I wanted to ask Chris what his thoughts were about Edward. Now one of these just the sheer numbers of how much espionage is going on is really in some way shocking. I mean right. There comes out that in Germany there's every day. I'm not sure was it 70 or 90 million, but it doesn't matter anyway. So let's say 70 million electronic communications are gespeichert, saved, being stored. And I mean, right. I mean, when we're talking about this number, come on, I mean, what does that have to do with terrorism? I mean, finding out something about terrorism. We're talking about 70 million a day. I mean, this is really the entire communication. Yeah, we're talking about industrial espionage. I don't think anybody could ever go through all that data and try to figure out what was going on. You know what I mean? I think it's almost impossible for any entity to even go through all that stuff. They cannot go through it. I mean, we've seen it. Look, in East Germany was the same. We had the Stasi, the Staatssicherheit, the East German secret police within the GDR, and they were similar. They were collecting data, but in the end, they were surprised when the people were storming their building, and they couldn't just figure what's going on. So all that data didn't help them nothing at all. Yeah. Well, my take on it on Edward Snowden is he signed a contract, he knew what he was doing, and the job he was doing was approved by the U.S. Congress. So I'm not happy about what he did because he knew what he was getting into. However, if you feel that this is something you can't live with, then you shouldn't be doing it. And what he did has opened a lot of people's eyes to the extent of what was going on. And so what you're now starting to see in the U.S. is what I call the big correction. And this is where everybody says, oh, we have to limit this and we have to limit that and we have to pull back from this and pull back from that. And I think in the end, it's probably a good thing that everybody knows just what we were up to. So I think that probably works well. My personal belief about what he did is a little different. I think that's a little bit surprising for somebody who signed a contract to do government work. That's something that was approved by the government, and we elected these people. So it's not like it's totally shocking, but I think it was in the end it'll work out to be a good thing that people know how much was going on. I, however, am not a big believer that it is everybody's right to know everything that every corporation does and everything that the government does, because I think in some cases it can put people's lives in danger.
but generally speaking, for the overall good, I think it has worked out so far. It has worked out well. But I mean, this industrial espionage stuff on Airbus and ADS, I mean, this is serious stuff, isn't it? Because I mean, we're talking about let's say China, some Chinese airline wants to get new airplanes. We're talking about billion-dollar businesses, you know. And then China does this all the time. We get hacked by China every day, and yeah, that's right. That's yeah. But I mean, I'm talking as a European now. I mean, so we're in competition. Let's say Airbus and Boeing. We're in competition. That's the only two companies that can build these big air carriers worldwide. So right. Either it's going to be Boeing or Airbus getting the business. Yeah. And now if we have the NSA. With the help of a German tax-paid secret service, is giving Boeing the information that they need to make a better offer than Airbus. I mean, this is serious shit, isn't it? I mean, and not only that, it's pretty unconscionable that the NSA would get involved at any level. Yeah, and what's even more frightening is that the German secret service seems to be like a servant to the NSA. I mean, in earlier days, this. There started wars because of lesser reasons than this. Yes. This is serious. Yes, stuff, and I think you mentioned Michael Hayden a little bit earlier, the right. Former NSA CIA director. He had a great quote, and I'll just paraphrase it, where he basically said, "Everybody's doing it to everybody." You know, and that's nothing new. I mean, I think every government has been spying on each other for more than 100 years. Ever since the first telegraph was used, I'm sure somebody was intercepting messages. Yeah, but that doesn't mean. But still, there seems to be alliances. I mean, we're talking about this so-called Five Eye alliance that's bringing together 5 countries. Of course, leading this is the USA, but then we have the other Anglo-Saxon countries. Actually, it's Great Britain, it's Australia, New Zealand, and Canada. These 5 countries are together in the so-called Five Eye Alliance, and they share all their data on that they're spying, and actually the object of spying, this is us, you know, this is Germany, this is France, you know, it's not the Chinese, and it's not the jihadi terrorists that we have to get a look on. I mean, obviously we all agree on that, you know. No, it's our countries and our economy that is spied on by this Five Eye allegiance. I think this is quite eerie, you know. And another part you're missing or you're not hearing a lot of is that you got companies doing it to each other all the time as well. Oh yeah, it's not just countries. It's your corporations will do it to each other too, and that's I spoke to Alex about this the other day. I don't know what's worse, the fear of Big Brother or the fear of the big corporation, because the big and I wrote about this a little bit in the book, whereas the big corporations do more spying on you individually than your own government does in a lot of ways. I can go do a Google search for something, and then I can go into Facebook, and 5 minutes later, what I was looking for on Google has shown up in Facebook. And it's an advertisement saying, oh, would you like to buy this? Because it's on sale. And that's amazing to me that no matter where I go, my Google, my Facebook, and my Amazon search seems to follow me everywhere. Uh-huh. And so I think companies do this just as much as governments, and you just don't hear about it as much. Yeah, and the great danger is when company interest and government interest merge. I mean, that's actually what Mussolini called fascism. That's when yeah. I mean, that's the fear that we're having, Yes, and it didn't work out very well for them, did it? That's right. No. That's right. Chris, I got a question also. You talking about another subject in a moment. You're a history teacher. You're working with students. Let's talk about the education system in the United States. Well, at least in New York, for that much. Okay. It's changed since my day. There's a lot of talk. Actually, the education level in the United States seems to have dropped on the world level. Just wanted to find out a little bit of information about that, because it's a little scary, because we were talking, if I may just add this in, we were talking about Frank's son. He's a 3rd grader, and being that he's not christened, or he's not following any
particular religious belief or anything like that. Students are then taught ethics here in Germany. And he had a question-answer sheet that I think, if anybody, a sixth grader in the American level would first come up with, you know? Mm-hmm. Well, first the general state of education, a lot of what you guys see and a lot of what gets put out in the news is they show you these standardized tests that get used across the country. And you got to remember the United States is a pretty big place. And we have a lot of immigrants. And we have a lot of people coming here who don't speak English. And there's a very big difference between major cities and like rural settings, right? So we average those test scores together, right? But if you look at a place like China, they only give those standardized tests in Beijing. And the only way you get to Beijing in China is you need permission to get to Beijing, right? So you can't move there if you're a poor itinerant farmer living out in the wilds of Western China. You can't go there. You're not allowed to go there. You have to get into a school first, and you got to prove you're a good student. So that would be the equivalent of if in the United States, if we gave the tests to our very best private high school kids and said, oh, look at how he scored, and the numbers would be through the roof. But we give the tests to the whole country. So as a result of that, the numbers don't look, anywhere near like they should. Having said that, I can be the first one to tell you that the education level should be better than it is. But, we're giving away free education to everybody and anybody who shows up. You don't even need to be a citizen. All you need to do is have an address. And so as a result, even the place where I teach has a lot of immigrants. They're 16, 17 years old. They show up they don't speak a word of English, and then they go and take the state exams within a year of getting here. So as a result, their numbers look terrible. Wow. Does that mean we're a bad education system, or does that mean we're probably trying to do things that we maybe shouldn't do? That's a very good point that you bring up here. Is this a big thing also in New York? Immigration immigration's a big thing almost everywhere in the United States, but New York is a bigger hotbed of it than almost anywhere. My school district alone has gotten a tremendous influx of immigrants in the last 3 years, and none of us have any bilingual education training. So we've had to go out and hire people to do that. And when you're not trained to do that, you can tax a system to its limit and then say, oh, look at this, look how terrible it is. The United States is not a homogeneous population by any means. And so I think that's part of the reason the scores may look a little bit skewed, but they could be better. I'll be the first one to say that. But I always like to say to people, how is it possible that, a country that produces some of the best universities in the world has some of the most struggling students in the world? And the truth is we're trying to educate everybody here. Our universities only take something like 28% of the population. Only 28% of Americans have bachelor's degrees. Everybody else is, going to a technical school or something like that. So when they get to the university level, when they just do a little bit of weeding out of, people who maybe shouldn't be going to an academic university, the next thing you know, we've got some of the best students in the world again. So it's a tricky thing to look at the country as a whole and to make a finite statement like that about how much it's struggling, especially when China doesn't play fair when they show their tests. Okay. But there are ways to do it better, and we certainly don't invest as much money into education as we should. We could always invest more. We could always do it. We could always do it better. So, well, what do you think about the idea that, for example, a country like Germany, but it's not only Germany, there's other countries involved that are inspiring American students to study abroad in the universities in Europe because Germany, I think, as the last country, has given their universities tuition free? I think it's an amazing thing to do. I think that our tax base is not set up here to do it. We don't have anything approaching 40 or 50% taxes. What do you pay? What do you pay on? What's the average taxes when you say on income taxes? For example, we pay 38%. When I get my paycheck, 38% of it is missing. Well, as a married man who owns property, I own a house, right? Yeah. And I have a kid. I fall into like the lowest. I'm paying like 17 or 18% tax. Okay. Right. But before I was married, and I didn't own anything, I was in the worst tax bracket. I was paying closer to 30%. Okay. Nobody pays more than 30%. Well, Frank, what about you? You're a father. You have 2 children.
look, I'm just curious, just so there's an idea, because now the taxes that to compare the taxes that we're paying in Germany now to the United States, the things that are offered to you through your tax money. Frank, you're a father with 2 children. Your son, Luan, is what? How old is he now? 8? 9. 9 years old, right? And your daughter? 6. 6. Okay. Father, 2 children, wife, you living in an apartment or a house? What's your tax bracket like? You're not, are you as high as I am? Well, don't ask me these embarrassing questions here live on air, you know. I mean, I'm just kidding. The tax employees might be listening to this, you know. Okay. I mean, you can talk, Chris, but no. The reason why I'm asking is that because through our taxes we get the social medical insurance, dental insurance. No, not really. I mean, no, that's not true. I mean, I have to pay for my medical insurance. It's not covered by taxes. Well, that's because you're freelance, true. Right? That's your freelance. You're a freelance worker. Well, it's getting really a difficult discussion in this thing. So. Okay. But I want to bring it to another point, if you don't mind, because I feel this will be very complicated. If you talk about German tax system, it's the most complicated in the world. I mean, the German tax system is written down in something like 20 books that are no novellas, but they're like big 1,000 pages, you know. So I mean, really, German tax system is very thin ice to walk on. Okay. I was just curious because I mean, for myself living here as a foreigner, you know, for almost 30 years, I was just trying to compare what I got for my tax money living here in Europe and what I got for my tax money living in the United States. Well, that was the only difference. The system we've got here, you know, everybody gets a free education, you know, through the high school level, and your tax money gets you into a state university or a community college. Yeah. But you then have to pay a little bit to go, you know, pay a bit to go there. But the difference, you know, we have universities here that you could pay $60,000 a year to go to, if you want to go to the most expensive college in the country, you know, you can do that. But if you want to go to a city school or a state school, they're considerably cheaper. But you know, I think the trade-off here is we kind of pay less tax, so we have more money to do individual things with, but we don't put enough money into the education system, and we don't put enough money into the university system. School will, you know, people will get scholarships to go to school if there's need, if they're economically they don't have the ability to go to college. They will get all kinds of government funding for things like that, but we don't give blanket university education to everybody. And you know, there's a big debate on whether or not we should or we shouldn't. I mean, you know, technical schools are very important too. But generally speaking, you know, it varies from state to state here as to how much money gets spent on schools. And some states give more, some states give less. I happen to work in a district that has some disadvantaged students, so as a result, we get more money. Okay. And they try to even that. They try to even that out. And you know, so in some ways it works, and in some ways it doesn't. You know, and there's always going to be a debate over that. You know, it's kind of unfortunately. Okay. Now, why I brought that up is because it's said that when a student comes out of college with an associate's degree, he usually leaves his college with about $35,000 to $60,000 debt. And that's the thing that really blew me away. That's a heavy load, actually. Yeah. Oh, absolutely. Yes. And we have these arguments all the time at school about trying to help the students pick a school that's cost effective as opposed to a school that costs the absolute highest amount of money. And so, you know, I always say to the student, if you can tell me that at the end of 4 years you will be very highly qualified to do something, and you'll never need to go to school again after that, then go ahead and do that. But if you can't say that and you don't know what you want to do, then you don't want to go to the best school in the country for the highest price if you don't know what you want to do when you get there. So we would recommend go to a state school or go to a local school, which is significantly cheaper. So we had a student a few years ago who got into the Massachusetts Institute of Technology, and they didn't give him any scholarship money. And this is a very expensive school, but at the end of 4 years, he was going to be an engineer, and he was going to be making great money. And we basically said to the student, you know, that's probably the right thing to do. But you don't want to go there and study drama, you know, or cinema studies,
and come out with no idea of what it is you want to do because you'll have way too much debt and it wouldn't make any sense to do. Sure. So, we do have people that make bad decisions and pick colleges because they got good names, and then they don't go there and study the right thing, and they end up in a lot of debt. Yeah, and what happens if he wants to be an engineer and he gets out and he can't get a job? Well, I mean, obviously, if you pick a very good school and you're a very good student, he should be able to get a job in that field. That we know the fields. We know the fields that are the need fields. But what you're saying is, what if a kid goes to an expensive school, majors in liberal arts and then can't find work? He's in trouble. That's bad news. And that's why we always tell them, if you don't know what you want to do, you got to go to a cheaper school until you figure it out. Mm-hmm. And these are we put a lot of decisions on American kids at 18 years old, and maybe rightly or wrongly, and they can make a real big mess of it if they don't have the right guidance. And it can be an unforgiving thing if you have $100,000 in debt and absolutely nothing to show for it. I went to City University myself. I got my master's degree for $6,000. I mean, to me, that was the steal of the century. Yeah. I know that in Europe, a lot of schools might have had it for free, but I know they're also a little more exclusive. They make it difficult to get into. And, I think here I was given a chance. I didn't have the greatest grades in the world. I was given a chance. And I got much better once I got there. Yeah. And, so the system definitely needs correcting. But I think if you play your cards right, you can get a great education here that won't kill you financially. Well, it's funny because I remember coming to Germany for the first time in 1985. I came here. I landed in Germany on the 15th of December, 1985. I wanted to get into the car industry. I was actually hired by somebody. That's how I got to Germany, but I wanted to get my master's degree. In other words, the education that I had in the United States from Cleveland Institute of Electronics and stuff like that, I wanted to have it transferred over to the German, to where I would have a German certificate, you know what I mean? And right. I had the same equivalent from the technical side as a master electrician. And the Germans, they wouldn't accept my college degree. They said, no, we won't accept it. They said, we'll give you the test in German, but if you don't pass it, well, that's 10,000 Deutschmarks that you just lost. That's not our problem. So wow. that was pretty interesting. And, because we were talking about that before, and this is the thing that I experienced. So what happened is that in order for me to open up my business, because in order to open up a business, you have to have this master's degree. So the stuff that I was doing in electronics, they didn't have a name for the type of job that I was doing. They called me a car stereo designer, an electronics designer. And that was the door for me to get into opening up my own business. Right. Pretty funny, man. But they wouldn't accept my college degree here in Germany. Well, I would wonder, what happens if somebody comes over there with a bachelor's degree or a master's degree. I'd be very curious to see how they would view it. Yeah, that would be interesting. It's funny because they have, what do they call that? The PITA. Frank, right? No, PITA. These are things what they test the PISA, meinst du? PISA, the Schülerstudien. PISA, yeah, the tests. Do you know about that, Chris? The PISA. Yeah, I know of the test because I know a lot of schools will give it, because it enables students to go from country to country. Yeah. If they get a good score. So, they can take their grades with them wherever they go. I've never taken it, though. I don't know what it's made of. How is it with exchange students in the U.S.? On the college level? No, on the grade school level. On the high school level, we do get exchange students, and they do something called the IB, or the International Baccalaureate Program. Yeah. And basically, it's accepted worldwide in terms of credits. We do get some foreign exchange students, not a lot of them, but I have seen them do that. I mean, we have. But what about American students going abroad? I don't see that too much. Most American students tend to want to go to like the Harvards or the Yales or the Columbias, schools here. Okay. I haven't had any students say to me yet that they want to go to Oxford or Cambridge, probably because they know what it would cost as a foreigner. It would be almost prohibitive, I would think, to go there.
So we don't get a lot of people applying to those colleges abroad. What we do get is they go to college here and they spend a semester in Europe taking classes over there. Okay. Get a lot of that. A lot of that tends to happen, which is a great experience. You spend a semester, whether it's in Italy or England, wherever, and they go to school there for a semester, and they take all their credits there. They get a job and they work internationally. I think that's very useful. Okay. Yeah, because I mean, one thing I can tell you is that speaking a couple of languages, it's in today's date. I got to tell you is that if you want to be successful, you need to speak more than one or two languages. I would agree. My impression, and you see that, and I'm just wondering why that's not so wide for so popular like they do in Europe, because you see the students, they come into town and stuff like that, going to the different technical universities, and they come into the club and you see them, you meet them, people from India, people from all over. Well, it's the power of English, actually. I mean, in Great Britain, I don't think that they learn too much foreign languages either. Yeah. So it's really the English. English is the world language. If you're from a non-English speaking country, you have to learn English to what's cope with amazing the new world. Yeah, I mean. As a result of what the British did in the 19th century, there's so many English-speaking countries that it's right. As far as Americans are concerned, it seems like almost anywhere I've ever gone, people spoke English. Right. Now, I was in Vietnam 7 years ago, and anywhere where they did a business that would take money, they spoke English, or at least enough English to get your money. Mm-hmm. Which was which was kind of interesting. That's exactly true. I mean, I can absolutely agree on that as an old traveler. And obviously the United States, a big country. Canada also speaks English. Almost anywhere we go over here. Oh, come on, Canada, man! I've had my times in Quebec, man, where they didn't want to talk one single word with me if I didn't say Quebec, anything in French. That's true. It's funny, but when you reach for your wallet, all of a sudden everybody speaks English. It's kind of amazing. And it wasn't that long ago that I was in Paris, and the guy, the waiter comes over and he starts explaining the menu. He does the whole thing in French, and we're just nodding and smiling because we understand a little bit of French. And I guess he recognizes that, and this is a restaurant. And then he says in perfect English, or if you want, you can just look at the back of the menu. It's in English. Well, that's a typical anecdote of France, I would say. Yeah, and I said, I think we Americans would speak more languages if less of the world spoke English. Unfortunately, exactly. So while I agree with you, it's important to do, and many of us have tried to force ourselves to do it. It's not even easy to practice it over here, because while there's a lot of different ethnic groups, everybody speaks English. Yeah. So Chris, I want to ask you one more thing. Coming back to the book that you wrote. I mean, in your book you write all about this digital revolution, and you take a look in the future and stuff. And we see this amazing technological progress, especially in IT and all these things. And I wonder, because we have also we have the positive side, as I told you. Wow, it's like we get information all the time, and I love information. But we have also the negative side. We have all these surveillance and maybe even ways of manipulating public opinion and stuff like that. So I'm wondering, can we stop this, or will this ever stop, or will it just continue without us humans controlling it? Or in other words, I mean, is the technology made for the humans, or do we humans have to get fit for the technology? Well, that's a big theme in the book, and it's an excellent question. You probably could answer it a couple ways, but all I keep seeing is it keeps adapting to everything that we do, and it keeps changing the way we do things. And I'm not quite sure it's going to slow down. Is it possible we lose some of our humanity in it? Well, that's part of what goes on in the book, right? But it changes so vitally the way we do business and the way we think and the way we play, and I just don't know that it's going to slow down anytime soon. I think it's going to be very hard to tell reality from fiction. Right. I think that's a real fear. That's a real fear. That's true, because I mean the fiction is always manufactured by someone, and those who ever have the possibility, let's say the power or the technological means to create a narrative, to create the fiction that people dig as reality.
I mean, these people are very, very influential, then, aren't they? And very powerful, and it's all around us. And you know, it wasn't that long ago that I went to Disney World. I took my daughter to Disney World for the first time. When I walked in, I had to put my finger down on a bioscanner, and they took my fingerprints because they didn't want Disney World, man. They didn't want me selling my ticket. It was like going to the NSA playground. Right? They didn't want me selling my. They didn't want me selling my ticket anywhere else, and it's pervasive. Disney has a record on me now. Yeah, and it will never be deleted. It's always there. It'll never go away, and I keep getting emails from them, and so I don't see those things changing. I see those things becoming more pervasive. So what's your take then on? What's your take then on this entire transhumanism again? Ray Kurzweil and what he's talking about. What's your take on that? You mean that we're going to lose a lot of our humanity to some of this technology? Yeah, that we're somehow in the future we're going to merge into biological, technological beings and getting more and more technological. So we let back our entire creation. I think that's a long way, but I will preface that by saying we've already got people walking around with computer chips. That's true. That's helping them walk. So if they're already doing that, I can only imagine where we're going to be in 30, 40, or 100 years. I got to ask you this, Chris. Has anybody, or have you gotten a mail that has mentioned if you would like to have one of those RFID chips? I have not, but I know people who have young children who have talked about getting it. Talked about in a very cursory way. Talked about getting it for their kid, so that if their kid ever gets lost or if something ever happens to them, they'd be able to find them. And as a parent, of a young daughter, that thought sounds appealing. You don't want anything to ever happen to your kid. But if you start thinking about, what happens if we give this to everybody? Can we all just be tracked, or can we all be hacked, or can, what if somebody hacks into my chip? That's a little scary. So yeah, I guess so. Yeah, especially if let's say our entire identity is focused on that chip. Let's say we bank accounts and everything. In a world where there's no more cash money, everything you pay. We're not far removed from it now. I mean, people use their phones to pay for things. Yeah, right. If you said to somebody, "Well, we can just implant that in your finger," people would jump for it, right? So I think you guys have given me a lot of information for my next novel. I think I know what I want to do. You get his RF chip hacked, and he ends up with a case of mistaken identity. And then you can so easily be. You don't even have to physically be taken out. I mean, you're just shut off. I mean, then what can you do? I mean, if you really, if you live in a modern society and you have no more possibility of making any financial transactions, that means you can't even buy some food, or you can't do anything. You're not existing. You have nothing anymore. You could just be deleted. Yeah, exactly. Then you can go out in the forest and like in Brave New World. I mean, you can live outside somewhere. Think about what would happen right now if your phone got wiped out and your bank account got wiped out and all you had was your driver's license to prove. I mean, we're not that far removed from some of these things yet. Right now. It seems like they're all very. It's funny because when we were talking about this Free Trade Commission, there's one thing, and you're talking about all these things about these RFID chips and stuff like that. Chris, did you hear about this company called Ganogen Incorporated from California? I don't know what they are. Refresh my memory. Maybe I did. Okay, how about this? And I've got documents on this. This is two brothers. They are bachelors in medicine, Eugene, and the other one's name I don't know, but the family name is Gu. And what they're doing now is they're taking aborted fetuses, removing their kidneys, hearts, and lungs, and planting them into animals that are laboratory animals that don't have an immune system, so they can't reject the organs that are planted into them, and they're growing them. That's frightening. They're growing them. So that means is that, and their argument is their main theme is that to save your own life or your child's life, would you take a kidney or a heart from an animal, or from a monkey, or from a pig, or from a rat? As they're doing that, and I've got the information for it, and I believe you. What I have seen is they're using your people's own stem cells to grow skin.
to grow bone and things like that. Yeah. That kind of thing seems a hell of a lot more palatable to me than an aborted fetus. I mean, you're playing God at that point. Yeah. And actually, I touch on that in the book a little bit, in the novella a little bit, about people having organs grown. It goes up in there, but it's frightening. It's truly frightening. See, and these are the things that what people also worry about with this free handle trade, is that if this is allowed in America, the question is that how do people that follow certain ethic rules respond to something like that? Well, I'm not sure what you mean by allowed in America, because I know right now in America you're not supposed to be doing anything with stem cell with fetal stem cells. So I don't know the story on how those guys are doing it. They passed a law about that something like 6 or 8 years ago. Okay, that you could not do that. So I'm not sure what they're doing or how they're doing it. I don't know the story. I'll send you. I'm going to send you a link so you can see that, Chris. Yeah, please send me the link. I know what is legal at the moment is using your own body stem cells to do to do stuff like that. So if they're doing it, I'd like to know where they're doing it and how they're doing it, because we were told that kind of thing wasn't going on. So it might be some variation of it or something like that. They might be using stem cells from a long time ago. I don't know. Okay. I don't know, but it's definitely makes you question what's going on. And as far as I knew, that was not legal, but I'd like to see the info on it. Okay. Definitely. Chris, coming back to your book, man, you said that you're going to have you're going to start writing a new one. Hang on one second. Go ahead. Okay, I'm sorry. No. Yes, I am actually working on a sequel to a sort of a loose-based sequel to it with some of the same characters and it's gonna just kind of like sort of follow this guy's misadventures. This poor guy trying to deal with this world of technology. Oops. Chris? Haben wir ihn verloren, ja? Chris? I think we lost him. Chris? Wir machen mal schnell eine Musikpause. I think we lost Chris, man. We'll be right back here of Radio Emergency in the Amok, Alex, and Frank Stoner Show. Little Paul McCartney and Wings with Band on the Run. Paul McCartney and Wings with Band on the Run, ein alter Klassiker. Und ich hoffe, dass wir Chris wieder mal am Start haben hier auf Radio Emergency in the Amok, Alex Show, Amok, Alex, and Frank Stoner Show. Entschuldigung. Chris, are you back? I am back. Yeah, there you are. I got disconnected for a second there, man. Everything cool? Oh yeah, we're all good. I just there lost you the go. connection. Don't know how. So, what I just wanted to ask you, Chris, when we got cut off, we were talking about that. There's the idea of a new book coming out again. So what I'm going to do is what I hope to do is a second short story that continues, following the main character through more trials and tribulations. And what I'd like to do this summer, if I can, is to put it together as a book of short stories that sort of follow this universe and what life is like in this world, which is 20 to 40 years in the future, where everybody's hyper connected to the internet and everybody's got digital contact lenses and nobody knows what the hell is real and what's fake. Yeah, so basically, which is more like our world than anything else. So basically, what you're doing is you're rewriting the Matrix a little bit, right? Yeah, but it's not as sexy. Okay. And things tend to go wrong all the time. There's pop-up ads everywhere, and you can't get rid of them. I hear you. You don't get that in the Matrix, but it's more like it is in our world than anything else. Yeah. Just a little bit further in the future. Yeah, excellent, man. Well, Chris, listen, a couple of things before we let you go, and you take your time then for your family, because we've been talking for almost an hour and a half, 2 hours. No, an hour and 45 minutes already, man. It's not fast. Yeah. What I wanted to find out is that your book is available on Amazon, also to download as a Kindle, right? Yes, it's available on Amazon. Well, it's only available in Kindle format, because if we're going to be like the future, it's got to all be digital, right? Ah, okay. So it's only available in Kindle format right now. It's also available on Barnes & Noble and on Google Books. Oh, excellent. Okay. And that's where your next publications and stuff like that. You also have a Facebook page that I saw
that you put up extra for your PDA? There is a Facebook page and a Google Plus page for personal disaster assistant. Right. All you got to do is do a search for it. You can follow it on there, and basically it's got contact info. And it even has links to the web page just for the book, where people can get a free sample. It's at chrisferraroauthor.net. There you go, man. Get a free sample of one of the chapters by going there. Good stuff, Chris. Good stuff. There's one more question coming out of the chat here. People are asking, do you know about Pegida, this protest movement in Germany? Have you heard about that? What's it called again? Pegida, Pegida. Is that? I don't believe I've heard of it. What is it? Right. Well, I thought that it would not be a big deal in America. Actually, it's already on. Wait a second. They from the Bundesnachrichten, from the travel advisory from the United States, they said that they weren't allowed to. That Americans. Was last fall. Americans should avoid Germany because of the Pegida demonstrations. Yeah, the Pegida demonstrations. They were mainly in East Germany, at Dresden actually, and it was kind of a. You could say, I guess, a right-wing movement against Islamic immigration into Germany. Oh, okay. I've heard of the movement. I did not know the name. Yeah. All right. Yes, we have heard of them. Obviously, we get more news about a little bit more news about what was happening in France because of how violent it all got. Right. But yes, we have heard of it. I don't think anybody was worried about the travel advisory over here, though. Yeah, that sounded really like a joke because we're broadcasting from very nearby. We see Germany as a very friendly place, so I don't think anybody here was too worried about that. But we have heard about the protests, and I can't say I'm surprised that you're getting some of the protests that are occurring. There's some pretty right-wing groups in France and Germany and some other places. So it's not terribly surprising you see protests like that. And is there stuff going on like this also in America? Well, it's usually not against Islamic groups. It's more about immigrants coming out of Latin America. Right. And there's people on both sides of that debate. Whether or not they should be legal or illegal. So there's more demonstrating about that at the moment than there is about Islamic or Middle Eastern immigrants. But actually, we got the news just a couple of days ago. Wasn't it somewhere in Texas or so? There was this even the European from this Dutchman Geert Wilders. He's also in the Netherlands a representative of this right-wing movement, and he was in America. I think it was in Texas just a few days ago. Also speaking against Islam, and they got attacked by they say IS terrorists, and the police shooted the two guys. Yeah, that just happened a few days back. Yeah, that was. I think you're accurate about the shooting, but it was a conference of cartoonists. Yes, exactly. Right. They were trying to draw a picture. They had a contest to see who could draw a better picture of Muhammad. Exactly, that's it. Yeah, and Geert Wilders was there. He's quite a big man in Europe from the Netherlands. Right. And supposedly the shooter claimed that he was affiliated with ISIS somehow. Yeah. Well, we don't know much. We don't know much about his identity yet. But look, this is the product of living in a free society, right? You can say and do what you want. So people want to draw cartoons of Muhammad, but there appears to be some pretty violent backlash to doing it. I mean, look at France, right? I listen. I'm in favor of free speech, so you're never going to hear me complain about that. Sometimes I worry that people are doing things just because they're looking to get a reaction. So I get concerned about that, But yeah, obviously it's a big concern when somebody claims they're part of ISIS and shoots somebody. I always get worried about that. Mm. All right, Chris, I think we're going to wrap up things now. Yeah. At this point, Alex, you have something more? Yeah, well, Chris, man, all I can say is that naturally for your books and for Amazon, for Barnes & Nobles and stuff like that, you'll be able to find the links on our page and the links to your Facebook page. So this way, anybody that's interested in checking out the personal disaster assistant, you can either read the book or call me, and I'll help you. Maybe we should get a German translation, Alex. That would be a nice job for you. I would love to have a German translation for it. If somebody's willing to help me out, I would love to have it. Chris, man, we've got contact to each other, so that's a very good possibility. I don't see any problem with that.
Oh, right. Great. Hey, guys, thanks for having me on. I really enjoyed this. Thank you for your time, Chris. Anytime in the future you want to yell politics, just let me know. Okay, sounds like a good idea, man. And Chris, we're wishing you, man, a great rest of the week. And like I said, we'll be in touch with one another. And thanks for your time for our radio show today, man, here in the Amok, Alex, and Frank Stoner Show. Wishing you and your family a great weekend, and you take care of yourself, Chris. Good knock, guys. Okay, good Thank you. Thank you also from my side, Chris. Was really cool talking to you. And also thanks coming also from the chat. Listeners appreciated this conversation tonight. Okay. Excellent. Send me a link to that chat, guys. I'd like to see it. Okay, man. Absolutely, Chris. Take care, bro. Bye-bye. Bye. So, da sind wir wieder hier in Chris Ferraro. Nein, Ferraro. Chris Ferraro, man. That's right, man. Hier, Chris Ferraro, interessantes Gespräch, ja? Ja, man. Ich hoffe, die Leute konnten da so ein bisschen mitgehen. Ich weiß halt schon richtig tiefe Englisch, aber wir haben einige interessante Punkte angesprochen. Ja, auf jeden Fall. Ne? Wir haben eine andere Seite gesehen. Auch mal kein Mann, der einfach mal aus die Tasche hier rauswerft oder sowas. Der hat seine Doktor, der kennt sich Bescheid aus, machen wir mit die Geschichte. Und auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich habe seine Buch PDA runtergeladen und ich habe das gekauft, als das rauskam, weil jemand hat mir das empfohlen. Und ich habe festgestellt, dass ich habe kein Kindle. Diese Buch, das zu lesen. So, kann man das nicht aber dann hier im Rechner angucken? Dann? Ich weiß es nicht. Ich habe das mal nicht so gecheckt, aber ich bin noch nicht so weit gekommen. Das ist auch nicht. Also musst du dafür so ein Kindle-Gerät haben? Wahrscheinlich schon, glaube ich. Ja, das ist so das ist wie nicht einfach eine PDF, Buch. die du runtergeladen hast. Das ist schon eben was Besonderes. Genau. 60 Seiten. Naja, mal schauen. Ich hab eine Bekannte, der hat so eine Kindle. Vielleicht leiht ihr mir das kurz mal aus, so dass ich das mal downloaden kann. 60 Seiten kann man da. Ja, klar, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und auf jeden Fall, was haben wir mittlerweile? 22:47 Uhr an diesem Mittwochabend. Wollen wir mal ein bisschen Musik spielen, man? Ich glaube, das ist Zeit. Genau, wir spielen mal Musik und dann haben wir aber noch interessante Stories, über die wir sprechen können. So ein paar News, was so die letzten Wochen passiert ist. Und was sich durchaus auch so vielleicht das eine oder andere Thema auch deckt mit dem, was wir heute Abend auch schon angesprochen haben mit Chris hier. Okay. Looking forward to it. How about we reel in the years a little bit with some Steely Dan? Steely Dan? Alter Klassiker, man. Ein von ihren Top-Titels. Here it is, jetzt auf Radio Emergency in the Amok, Alex and Frank Stoner Show. Barstool Blues, Neil Young aus dem Album Zuma. Neil Young, right. Zuma. Und das hast du hier natürlich auf die Amok, Alex und Frank Stoner Show gehört an diesem Mittwochenabend. Das ist der 6. Mai 2015, 22:55 ist das auf der Rock'n'Roll Uhr, man. Und wir bewegen uns mal hier langsam in die letzte Stunde heute. Aber Frankie hat mal ein paar noch interessante Details an den Start. Brisant. Ja, die eine oder andere Nachricht oder Denkenswert, eigentlich gibt's total viel jetzt dieser Tage. Ich meine, wir haben in der Woche nähert sich 70 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg, wäre echt ganz viel. Will ich aber heute gar nicht drüber reden, weil das wäre echt zu viel, was wir da ansprechen müssten. Ja. So. Aber eine Nachricht, das ist eigentlich schon hätten wir letzte Woche drüber sprechen müssen, aber da konnten wir nicht, oder ich war ja da Lavede. War aber letzte Woche ein Riesenthema. Hier, hast du es mitbekommen, Alex? In Frankfurt wurde das große Radrennen abgesagt. Ja? Das ist auch eines der größten Sportereignisse in Deutschland jedes Jahr. Okay, ich kenn nur die 6-Tage-Rennen in Berlin. Nee, es ist ein großes Tagesereignis. Heißt heutzutage trägt es diesen schönen romantischen Namen hier. Rund um den Finanzplatz Eschborn Frankfurt. Ohne Scheiße, heißt es heute. Das ist, wo die Deutsche Bank sitzt. Rund um den Finanzplatz Eschborn Frankfurt. So heißt das Fahrradrennen. Früher ist es bekannt gewesen, da hieß es einfach rund um den Henninger Turm. Henninger Turm. Ja, okay. Weißt du als ich mal dort gewohnt habe, das ist mal an Altsachsenhausen vorbei, der Henninger Turm von der Henninger Brauerei. Genau. Das war ein riesen Radrennen, gesponsert von der Henninger Brauerei, so hat es angefangen, seit den 50ern oder so, oder 60ern ging das. Das ist das renommierteste Radsportereignis in Deutschland. Das traditionellste, mit dem meisten Zuschauern, über 1 Million Zuschauer kommen dort.
das ist auch nicht nur ein Profi-Radrennen, da gibt's natürlich Profis, also auch die Weltklasse tritt dort an, es geht um Weltcup-Punkte, aber es ist auch ein Breitensportereignis. Es gibt dann alle möglichen verschiedenen Klassen bis hin zu irgendwelchen kleinen Steppkes, die da auch schon Fahrradrennen fahren und so. Das ist ein Riesending. An die 5000 Leute machen damit. Ja. Und was ist passiert? Die Polizei hat das Rennen abgesagt, weil man am Tag vorher hat man ein Pärchen festgenommen und hatte den Terrorverdacht. Hatte die unter Terrorverdacht. Dass die vielleicht ein Attentat auf dieses Fahrradrennen planen. Im Namen Allahs wieder so halt. Also ein vermeintlich Dschihadi-Terror, ja. Und man hat diese Leute festgenommen, ein Pärchen wohlgemerkt, ja. Und die sind wohl schon aufgefallen, als die im März in einem Baumarkt 3 Liter Wasserstoffperoxid gekauft haben. Wo man eigentlich nicht viel braucht. Das ist halt ein ganz hartes Reinigungsmittel. Aber jedenfalls hat dann, war das der Verkäuferin verdächtig, ja, dass da die Leute das kaufen und hat das der Polizei gesteckt und die haben das untersucht und kannten den auch schon. Die Zeitung schreibt von ein polizeibekannter Schwerverbrecher. Weil, weißt du, da frage ich mich auch wieder, wenn es ein Schwerverbrecher ist, wieso sind die im Gefängnis? Aber gut, das ist immer diese ganze Wahnsinn, diese Nachrichten. Ja. Polizeibekannter Schwerverbrecher, ja. Gerade mal Anfang 30. Ich meine, dann, wenn der so ein Schwerverbrecher ist, wieso sitzt er im Gefängnis? Ja, als Schwerverbrecher bist du auch mal 10, 20 Jahre mal im Knast, oder? Ja, egal, aber so ist es. Was ist das die Story? Und letztens, ich weiß ja gar nicht, ob das wirklich stimmt. Also ob es nicht auch wieder einfach nur eine erfundene Story ist, aber es reiht sich ein in Nachrichten, die wir schon eine ganze Weile hier bringen. Wir haben gesehen, wie gewisse Demonstrationen hier in Ostdeutschland verboten wurden mit der Begründung Terrorangst. Ja. Wir haben gesehen, wie der Karneval in Braunschweig verboten wurde. Richtig. Das ist auch so ein Riesending, also eine Riesensache. Und da war es auch nur so irgendeine ominöse Terrorwarnung. Hat man nachher nie wieder was davon gehört. Jetzt dieses Mal ist es eben nicht nur eine Terrorwarnung, sondern diesmal wird jemand präsentiert. Hier, guck, wir haben jemanden verhaftet. Ja. Und der hatte wahrscheinlich vor, hier einen Anschlag zu machen, einen Attentat auf das Rennen, weil nachdem der da dieses Wasserstoffperoxid gekauft hat, haben sie den halt observiert. Und da haben sie festgestellt, das Bewegungsprofil, wie das die Kriminaler nennen, hat ergeben, dass der ganz oft so entlang der Strecke war, wo das Radrennen fahren soll. Aber gut, er hat an der Strecke gewohnt. Ich meine, er hat sein Bewegungsprofil das halt ergeben. Das ist immer, wenn der wahrscheinlich zum nächsten Supermarkt gegangen ist, was zu essen kauft, geht er halt an der Hauptstraße entlang und das ist natürlich da, wo die. Ja, klar. Oh, da hat dann die Polizei dann zugeschlagen und so. Ich meine, ich möchte mich ja nicht drüber lustig machen, weil okay, es gibt Terror, aber ich möchte daran erinnern, dass der meiste Terror, von dem wir wissen, letzten Endes Staatsterror ist, der zumindest geduldet ist oder irgendwelche komischen Aktionen laufen. Und oft weiß man gar nicht, ob es überhaupt wahr ist. Ja? Wir sehen jetzt halt wieder und wieder wird so ein Großereignis einfach von heute auf morgen, von einem Tag auf den anderen verboten. Wieder nimmt man dem Menschen was. Und auch da, ich meine, man könnte sagen, okay, was interessiert uns das Radfahren? Ich bin selber kein Radsportler, ja, mir ist das eigentlich egal. Aber da gibt's 1 Million Zuschauer rund um diese Strecke und vielleicht kannst du selber was dazu sagen, wenn du das erlebt hast. Da ist in jedem kleinen Dorf, wo die durchfahren, in jeder kleinen Stadt ist da Party, da ist Volksfest, da ist Action. Das hat sowas total Traditionsreiches. Naja, vor allem mal in Sachsenhausen, wird weil einfach abgesagt. Ja. So lass ich mir kurz mal erinnern. Ich bin über die Main gekommen, wir haben mal an Seehofstraße gewohnt. Und der Frankensteiner Platz war die Haltestelle. Und dann bist du dann geradeaus weitergelaufen und dann den Berg hoch, da war eine Holiday Inn. Da genau daneben ein Hotel. Und du siehst diese Turm, die da steht, ne? Das ist der Henniger Tor, das ist die Brauerei. Und gibt's übrigens nicht mehr, ja? Gestanden ist, den haben sie abgerissen vor ein paar Jahren. Oh, echt? Ja, ja. Ich dachte, das ist da, wo das ist, wo ich diese Radrennen gesehen habe. Ja, aber vor ein paar Jahren haben sie den abgerissen, den Henniger Turm. Okay. Den hast du bestimmt damals noch original gesehen. Ist das vor wenigen Jahren gewesen. Der hat so ein großes Fässchen auch drauf gehabt. Und ja, so. Genau. War lange Zeit das höchste Gebäude in Frankfurt und dann mittlerweile haben sie ihn abgerissen. Ja, jetzt ist es ja nicht mehr hier die Bierstadt und nichts mehr Sachsenhausen, sondern jetzt ist es der Finanzplatz Frankfurt-Eschborn. Oh Mann, echt, so heißt es jetzt. Weil Eschborn, Eschborn ist aber auch eine Vorstadtteil. Eschborn, ich glaube, das ist, wo die Deutsche Bank da gesessen hat, auf die rechte Seite der Mikwelallee, oder die 66, wenn du Richtung Wiesbaden fährst. Ne? Auf die rechte Seite dort.
Ja, das was halt so krass ist daran, es ist ein Großereignis, ja. Weißt du, es ist nicht nur vom Sportlichen her, da gibt's natürlich Sportler, die da trainieren darauf, ja, und denen das Event genommen wird, aber auch so viele Leute, die da mitarbeiten, die da was vorbereiten, diese ganzen kleinen Volksfeste, die haben, der ganze Breitensport, all das muss weg. 1 Million Zuschauer. 1 Million, das ist viel so. Das ist riesig so. Das ist wie Love Parade. Und das wird alles einfach gecuttet, wieder wegen so einem ominösen Terrorvorwurf. Ja. Ich meine, jetzt auch bei den Leuten, die man da dann festgenommen hat, was hat man da gefunden? Da haben sie ja gesagt, da haben wir im Keller dann auch ganz gefährliche Sachen gefunden. Man hat Munition gefunden, man hat aber keine passenden Gewehre dazu. Man hat irgendwie Teile von einem Gewehr gefunden, aber nichts Funktionsfähiges. Und angeblich noch eine Rohrbombe, was auch immer das sein mag. Aber ich meine, weiß nicht, wie das ist. Ich meine, da lagert einer was auch immer im Keller und dann kann man sagen, ja hier, das ist eine Rohrbombe, die vermeintlich schon funktioniert. Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, es mag sein, dass es diese verrückten Leute gibt und so, weil ich mich auch fragen muss, die haben 2 Kinder, weißt du? Überlegst du dir auch, was ist das für einer, der hier ein Attentat plant als Pärchen? Was wird aus deinen Kindern? Ich meine, da weißt du, die sind dann halt, weil wenn du im Gefängnis bist, dann kommen die da ins Waisenheim oder so. Also die ganze Story kommt mir schon komisch vor. Aber sei es drum, vielleicht gibt's solche Leute, ja, das will ich ja gar nicht abstreiten, ne? Aber das Krasse ist doch, wir erleben wieder, wie große Ereignisse wegen ganz, ganz billigen Vorwürfen, wie die einfach gestrichen werden. Ich meine, es gibt so viele Nachahmer dann auch. Ja? Ich meine, du kannst alles Mögliche streichen. Ich bin gespannt, wenn es jetzt dann im kommenden Winter mit den ganzen Weihnachtsmärkten wird. Die waren letztes Jahr schon im Gerede und dieses Winter, wir werden es erleben, Leute. Da werden diese Weihnachtsmärkte dann. Ja, mit Sicherheit. Meinst du, dass die das absagen würden? Ja, weil es ist auch so einfach. Ja, du brauchst ja heutzutage nur noch, ich will jetzt da niemanden animieren, aber so scheint es ja zu sein, einen Anruf oder sowas, Drohanruf, aus aller will nicht, dass da diese Weihnachtsbäume stehen und dann zack, wird das Ding weggenommen, ne? Tja, krass. Wir haben ja da in Braunschweig nie mehr das davon gehört oder auch in Dresden, Leipzig, wo die Demos verboten wurden, dass dann danach dann wirklich welche festgenommen worden sind und man sagt, ey, guck mal, das war echt eine Bedrohung so. Ja. Es wird einfach noch gesagt, also es ist tragisch. Wobei umgekehrt, ich will auch nicht das jetzt irgendwie runterreden. Wir haben eine Terrorbedrohung, aber von wem die kommt, ja, das ist eine andere Seite, so an der Baustelle so. Ja, das ist schon interessant, ey, man. Aber ja, Frank, also ich weiß es nicht, ob wir das sehen würden. Also es kann schon passieren, man. Aber weißt du, das ist auch so eine Ding. Das ist genau dasselbe. Die diskutieren auch mal über diese Boston-Bombing mal wieder. Oh ja. You know, darüber kann man auch diskutieren. Es ist auch wirklich zweifelhaft, was da passiert ist. Ja. Tja, also man weiß das gar nicht so genau, weil guck mal, auch mal mit diesem Flugzeug, die abgestürzt ist in Japan oder war das oder Korea war das, wo die das gefilmt haben, wo die Leute aus dem Flugzeug rausgerettet haben. Das war angeblich Fotos und alles drum und dran von einer Notfallübung und so ein Scheiß, you know. Und bei dieser Boston Bombing, die haben gesagt, dass hier ist diese Frau, dass angeblich ihr Bein abgerissen worden ist, da sitzt sie da, sie hat noch nicht mal dreckige Jeans an. Ja, das ist eine krasse Geschichte. Wir können es ja vielleicht mal, ich glaube, wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir einfach nur mal erzählen, was man sich in amerikanischen alternativen Medien erzählt. Aber wie es wirklich ist, ich bin mir da nicht so sicher, aber viele alternative Medien sagen, dass es in Boston, dieser Angriff auf den Marathon, dieses Attentat auf den Marathon, dass es ein inszeniertes Attentat war. Genauso wie diese Flugzeugabstürze. Ein inszeniertes Attentat. Vom Staat oder vom tiefen Staat, besser gesagt, mit dem Ziel halt wieder die Leute noch mehr in Angst zu bringen. Ne? Ähnlich wie wir das eben hier auch erleben. Ja. Bei uns sind die Attentate noch nicht durchgeführt. Bei uns ist dann schon die Attentatsdrohung, reicht dafür, Angst einfach zu projizieren auf die Leute und dann wird ihm was weggenommen, jetzt in dem Fall das Radrennen. Ja. Und dieser Boston-Marathon ist deswegen auch wichtig, weil es war ein Argument jetzt auch, weil es ist auch eine Sportveranstaltung und Leute in Frankfurt haben gesagt, die Polizei hat gesagt, ja, wenn das dann so ist wie in Boston und so, wir können das Risiko nicht eingehen. Ne? Ja, okay. Aber in Boston sagen eben viele alternative Leute, dass es inszeniert war. Da ist vielleicht eine Explosion gewesen, aber eher so eine Show-Explosion. Eine, die viel Rauch macht und viel Blitz oder so, aber nicht viel Druckwelle hat. Und das alles, was danach war, die Verletzten, dass das alles sozusagen Schauspieler waren. Professionelle Schauspieler, die auch in so Übungen sind. Also es gibt tatsächlich sowas. Das habe ich am Anfang gar nicht gewusst, aber es gibt tatsächlich in Amerika und bei uns wahrscheinlich auch, es gibt so Leute, die sind spezialisiert darauf, Verletzte darzustellen. Das sind dann vielleicht tatsächlich Leute, die
den Gliedmaß fehlt durch eine Amputation, durch, was weiß ich, früher ein Unfall oder so. Ja. Und die werden rekrutiert als Schauspieler, um dann solche Dinge normalerweise für die Armee zu machen, damit du halt den Soldaten in der Ausbildung möglichst realistisches Szenario gibst, wenn du dann so einen Einsatz kommst, boah, da liegen halt die Leute schwer verletzt rum und so, ja. Um das so realistisch zu gestalten. Und es gibt viele Leute, die sagen, das in Boston, das war eine reine Inszenierung. Und sie haben auch ein paar gute Argumente dafür. So. Und ja, aber nicht nur das. Da gab's mal diese Flugzeugabstürze. Ich weiß es nicht genau. Hab ich noch nie gehört, die Geschichte. Das war, jemand hat das von seiner Dashkamera mal gefilmt, wie das Flugzeugs Flügel das Brücke gestreift hat. Und das ist angeblich in die Wasser dann mal eingestürzt. Und was die dann gezeigt haben, ist, dass wir die Leute mal dort draußen gerettet haben. Und das wurde dann gesagt, dass das eine Rettungsaktion war, als Demonstration, weißt du, wie man darauf reagiert, weil die Leute standen da, keiner hat mal geweint, mal Leute halten Kinder und sowas. Ja. Und das ist einfach mal keine Reaktion, dass die Menschen normalerweise von sich geben würden, wenn ein Flugzeug gerade abgestürzt hat, ja. Siehst du, das ist, wie es Chris vorhin auch gesprochen hat, das ist, wenn Fiction und Reality, also Dichtung und Wahrheit oder sozusagen, wenn man das nicht mehr richtig unterscheiden kann, also was echt passiert und was einfach nur ausgedacht ist. Ja. Und mit der modernen Technologie ist es wirklich so einfach, auch Bilder zu manipulieren. Bei vielen ist es auch schon so offensichtlich, dass man sich fragt, die sind schon so manipuliert, dass du es sogar erkennen sollst, wenn du genau hinschaust. Da fragt man sich, man könnte es auch noch professioneller machen. Das ist dieses Boston-Geschichte ist nur eins. Genauso sind so manche von diesen Hinrichtungsvideos da von der ISIS. Ja, genau. Da gibt's auch Videos, die sind nicht, das ist nicht echt. Angeblich eine Greenscreen in der Hintergrund gesehen hat. Das sind aber wirklich welche, die sind einfach so, also das kann man sich so nicht vorstellen. Die halte ich auch für sehr zweifelhaft. Und da will ich aber auch nicht deswegen sagen, da passiert doch gar nichts in Syrien. Doch, da passieren schlimme Dinge, es passieren echt Grausamkeiten so. Aber manche von den Filmen, die da verwertet werden für Propaganda, die sind nicht echt. Die sind professionell nachgestellt. Der Dego schreibt hier mal der Hudson River Story. Kennst du was davon, Frank? Also im Hudson River ist mal ein Flugzeug abgestürzt, ein paar Jahre her schon. Genau. Das ist aber nicht, glaube ich, was du meinst, oder? Nein. Du meinst erst vor kurzem so, oder? Ja, das war in Asien. Das war entweder in China gewesen oder in Nordkorea oder South Korea. Das, was du gesagt hast, wo das mit dem Flug, mit der Flügel, da was gestriffen hat, das, glaube ich, kann mich auch erinnern, gesehen zu haben. So, es war aber noch nicht lange her. Vor ein paar Wochen erst, oder? Ein Typ, der fährt auf die Autobahn und du siehst, wie das Flugzeug dann mal zack, mal in diese Kanal reincrasht. Genau. Das kenne ich, aber die Story, wie dann die gerettet wurden, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, danach haben die gezeigt, wie die Rettung mal so alles stattgefunden hat und die Leute standen alle auf dem Flügel und das sah aus, als wenn die mal auf die nächste Straßenbahn gewartet haben, ne? Ja. Aber das ist wirklich ein Riesenproblem in unserer heutigen Zeit, so Fiction und Reality, wie ganze Stories entworfen werden, Narrative entworfen werden und die Leute glauben dann, das ist die historische Wahrheit und es stimmt einfach nicht. Das geht so weit. Hier in Libyen ist da vor 3-4 Jahren war das da, wo doch der Stress gegen den Gaddafi losging. Ja. Kann mich genau erinnern, eine Nacht, es war unfassbar so. Ich war live am Rechner und nebenbei lief aber der Fernseher. So, da lief irgendwie so die Tagesthemen, so abends um 10:30, 10:30. Und dort in Tagesthemen erzählen die auf einmal, live aus Tripolis, hier Hauptstadt von Libyen. Siegesfeiern auf dem grünen Platz, das ist so der Hauptplatz dort, da sind Hunderttausende, die Menschen feiern, so Gaddafi ist weg. Und ich denke mir, what the fuck? Ich bin gerade jetzt seit einer Stunde schon irgendwie hier bei dem Thema Libyen live und habe immer wieder auch mal Webcams und so und das ist ganz anderes am Start. Und dann drehe ich mich um und gucke im Fernsehen, zeigen die tatsächlich da jubelnde Leute und gleichzeitig lese ich von jemandem, der aus Libyen berichtet, ein völlig anderes Szenario. Ja, der erzählt, wie da in der Stadt gekämpft wird und so weiter und vom Hafen irgendwelche Söldner aus Katar einlaufen und sowas. Ja. Das erzählt der. Und im Fernsehen erzählen sie was ganz anderes. Ich denke mir, was geht jetzt hier ab? Jetzt wir berichten live vom selben Ort. Ja? Und später kommt dann raus, ich glaube, es waren die Tagesthemen, ne? Die ARD, die haben sich darauf berufen auf Bilder, die von Al Jazeera kamen. Al Jazeera gehört direkt dem Emir von Katar. Dem gehört Al Jazeera. Okay. Und dieser Emir von Katar, der hat in Katar, in der Wüste, diesen grünen Platz nachgebaut.
Die haben den nachgebaut. So Kulissen, wie in einem Filmstudio. Haben den nachgebaut und haben dann dort so 300, 400 Leute halt so hingestellt, die dann da diese Fahnen wehen von was halt diese libysche Protestbewegung dort hatte. Haben dann so geschickte Kameraeinstellungen, dass du halt immer nur, du siehst halt da so viele Leute und die freuen sich. Und dahinter siehst du so, ach ja, das ist hier das grüne Tor oder sowas, ja. Wahrzeichen von der Stadt. Und es war aber nicht echt. Das war nur ein Potemkinschen Sauce, eine Kulisse. Hat man später nachgewiesen, weil man später hat es dann genau verglichen, weil es ging vielen Leuten so wie mir, hey, was passiert denn da jetzt? Ja. Wo kommen denn diese Bilder von den jubelnden Menschen her? Witzigerweise ist ja dann in derselben Nacht war das, glaube ich, noch, dann wenig später dann einer von den Söhnen von Gaddafi hat da so einen Triumphzug durch die Stadt gemacht, ja. An dem Hotel vorbei, wo die ganzen westlichen Journalisten waren. Während gleichzeitig dieselben Journalisten vorher noch berichtet haben, dass ja die Stadt ist befreit von Gaddafi. Und dann fährt der Gaddafi-Sohn dort vorbei. Die Menschen jubeln ihm zu. Und, was geht hier ab? Also hier stimmt irgendwas nicht. Ja? Und dann haben das eben Leute dann danach sich dann genauer angeguckt, diesen Fall. Und man hat festgestellt, wenn man dann die Bilder vergleicht, was die auf Al Jazeera gezeigt haben und im Original hast du genau gesehen, in gewissen Details hat das nicht gepasst mit dem Original. Verstehe, also gewisse Verzierungen am Tor oder sowas. Ja. Das ist aber ein bisschen einfacher nachgebaut, das Kulisse. Aber so wird das gemacht. Und das kommt bei uns im Fernsehen an. Und jetzt könnte man sagen, ja, die haben sich da vielleicht nur getäuscht. Aber ich sage euch, das ist psychologische Kriegsführung. Denn in diesem Augenblick ging es ja tatsächlich in Libyen um Hacke auf Spitze gestanden. Dieser Bürgerkrieg. Wird sich der Gaddafi halten oder werden die Aufständischen das gewinnen? Ja? Das ist, wenn du jetzt in dem Fall im Fernsehen den Leuten in Libyen zeigst, Al Jazeera ist arabisch, das war für Libyen gemacht. Wenn du denen zeigst, guck mal, in der Hauptstadt ist die Sache gegessen. Die Leute feiern auf den Straßen, ja. Jetzt komm, leg die Waffen nieder und lass gut sein, wenn du jetzt libyscher Soldat bist. Ja. Das ist, was da läuft. Das ist psychologische Kriegsführung, ja. Das ist eine Art, wie man im Krieg Fortschritte macht. Ja, das ist arg. Und genau das Gleiche sehen wir, wenn wir jetzt so Ukraine anschauen, ja. Da siehst du diese Dinge auch, ja. Deswegen, es wird immer schwieriger, das zu unterscheiden, was ist Wahrheit und was ist Fiktion. Ja, das ist so wie diese Geschichte damals, wo der Napoleon gegen die Engländer gekämpft hat und der eine Typ, der ritt dort rein, hat gesagt, ja, die Engländer verlieren und die haben mal dann alle ihre Gut und haben mal für ein Apple und ein Ei, weil die Stock Markets gecrashed haben. Ja. Und dann plötzlich heißt das, dass Briten gewonnen hat gegen Frankreich. Ja, die gute alte Rothschild-Geschichte. Ja, genau. Mal, so ist Rothschild so groß geworden, weil er dann seinen Privatboten hatte oder halt als erstes den Boten hatte, der von dem Schlachtfeld hier in Belgien schnell an die Kanalküste, schnell über den Kanal und dann wieder auf Pferd ab nach London und die Nachricht gibt, wer gewonnen hat auf dieser Schlacht. Ja. Und by the way, so ist der Nachrichtendienst Reuters entstanden. Denn der das gemacht hat, das war, glaube ich, dann auch, wenn der nicht sogar Reuter hieß, also so ein Vorfahr von dem. So sind Nachrichtendienste entstanden. Nee, nicht Nachrichtendienste, sondern wie nennt man sowas? Presseagenturen. Das sind die Nachrichten auf der Welt verbreiten. Ne? Und genauso ist es, eine Nachricht hat einen Wert. Ja. Und sehr, sehr richtig, Alex. Genauso ist es. Ja, und das ist genau dasselbe Spiel hier wieder, ne? Interessant. Und dann hat er mal das alles abgekauft und dann hat er gezeigt, mal seine eigenen Leute. Hier. Genau, der Rothschild hat dann angefangen, also den Krieg hat Napoleon verloren. Die Engländer haben gewonnen, diese Schlacht von Waterloo, ja. Aber der Rothschild hat die Message als erste bekommen. Und dann hat er sofort angefangen, alle englischen Bonds, also alles, was er so an Staatspapieren hatte, zu verkaufen. Und alle anderen haben ja gewusst, dass der Rothschild, dass der Bote gerade gekommen ist. Da haben ja alle gedacht, scheiße, wir haben den Krieg verloren. Ja. Der Rothschild weiß es, der stößt sein Zeug ab. Wir müssen da auch abstoßen. Ja, jetzt aber schnell, weil wenn der Rothschild abstößt, müssen wir auch abstoßen. Und die haben alle abgestoßen. Und während die alle noch in der Hektik waren, abzustoßen, ist es schwierig. Wenn alle abstoßen wollen, findest du fast keinen Käufer mehr. Preise sacken ins Bodenlose und so. In diesem ganzen Aufruhr hat dann der Rothschild auch mit Strohleuten wieder angefangen, alles aufzukaufen. Ja. Und nach ein paar Stunden, das war echt nur eine Sache von einem Tag so. Ja. Nach ein paar Stunden waren dann die Masse der britischen Staatsanleihen waren dann in der Hand eines einzigen Mannes und das war dann England hat gewonnen und genau, da kam die echte Nachricht, hey, England hat gewonnen und Tja. dann war er der Boss. Ja, da kannst du mal sehen. So kann man seine eigenen Leute auch mal ins Ei legen. Aber das Krasse finde ich ja, dass so wirklich der Anfang ist von dem, was wir Presseagentur nennen. Also diese Reuters Presseagentur, es geht direkt zurück auf diese Geschichte. Und da siehst du mal, um was es da eigentlich geht. Es geht nicht darum, jetzt Nachrichten zu verbreiten im Sinne
dem Volk die Wahrheit zu geben, sondern jede Nachricht, ist auch ein Druckmittel oder kann zum Druckmittel gemacht werden. Genau, zum Vorteil desjenigen, der das braucht. Ne? Und dann manipuliert man die Dinge auch. Ja? So sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Genau, das Gleiche hatte ich ja eben in der Ukraine letztes Jahr. Also. Und das ist vielleicht auch ein Thema, was wir hier in die News mal reinbringen können, denn letzte Woche war es, dass sich ein Jahr das Massaker von Odessa wiederholt hat. Das war letztes Jahr im Mai. Wenn es nicht sogar am 2. Mai war es, glaube ich, am 2. Mai in Odessa letztes Jahr. Und daran wollen wir auch erinnern. Da waren es ja ähnliche Dinge, so in der Ukraine. Da haben wir auch einen unglaublichen Unterschied zwischen dem gehabt, was du selber, was wirklich passiert, wenn du selber nachforscht und direkt auf Live-Cams bist und guckst, was in der Ukraine passiert und was in unseren Nachrichten rauskommt. Ja. Das ist exakt das Gegenteil. Ja. Und letztes Jahr war dieses Massaker von Odessa. Das ist ja in den großen Nachrichten nicht wirklich ein Thema gewesen, ja. Und ich habe jetzt letzte Woche einen Artikel. Das war die ganze Anfang mal zum Ukraine-Sachen, dann kam der Maidan, klar. Nein, der Maidan war schon vorher. Das war schon vorher. Der Maidan war ja im Januar, Februar. Und Februar war dann, wo der Umsturz war, wo der Janukowitsch fliehen musste. Odessa war also 2 Monate später im Mai. Anfang Mai. Und Odessa ist halt so eine Stadt, wo man eben nicht genau wusste, ist Odessa, ist die Bevölkerung von Odessa eher loyal zu dem neuen Kiew oder eher nicht loyal? Wollen die eher ähnlich wie Donbass dann und Krim, wollen die sich eher nach Russland orientieren? Das war nicht so klar. Und da kam's da hatten die ja eben auch so eine Art Anti-Maidan, ein Lager, ein Protestlager aufgebaut, ein Protest-Camp. Die Leute, die gegen den Maidan waren und gegen das neue Kiew. Die haben ein Protest-Camp aufgebaut vor dem Gewerkschaftshaus. Und dann sind an diesem 2. Mai dort vordergründig wegen einem Fußballspiel, was war, sind 2.000 bis 3.000 Hooligans aufgelaufen in der Stadt. Und dazu kamen auch viele Aktivisten aus Maidan-Aktivisten von dieser Maidan Self-Defense. Also das sind ja wirklich harte Jungs, die mit Waffen rumlaufen und so. Ja. Und die waren dann auf einmal alle in Odessa. Und dann gab es schon in der Stadt schon erste Straßenschlachten mit Toten. Da wurde auch schon scharf geschossen. Ja, da wurde auch gegen die Hooligans geschossen so, also und gegen die Maidan-Leute. Die hatten die ersten Toten zu beklagen. Und da kannst du heute noch, kann man sich das anschauen, auch wer geschossen hat. Das sind Leute, die werden gedeckt von der Polizei. Die stehen direkt hinter der Polizeikette stehen Leute, Zivilisten so. Ja, mit schweren Waffen und schießen in die Menge. Die Polizei deckt die. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Ich meine, das ist so krass, ja. Und das bringt natürlich dann diese Masse noch mehr in Rage, so, weil die Leute glauben natürlich, wow, das sind die Pro-Russia-Demonstranten, die jetzt schießen und so weiter. Und es ist wirklich eskaliert, extrem. Und dann hat sich diese ganze Masse auf dem Marsch gemacht hin zu dem Gewerkschaftshaus, wo eben dieses Protestcamp war. Ja. Und kommen da an und die Leute fliehen alle in dieses Gewerkschaftshaus rein und dann wurde dieses Gewerkschaftshaus angezündet. Und da sind auch einzelne Trupps eingebrochen in dieses Gewerkschaftshaus. Gibt's Aufnahmen von dem, was da drin passiert ist, ist furchtbar. Da ist man Zeuge von schwersten Verbrechen, also Mord und Totschlag, was da drin abgeht. Unglaublich. Ja. Also ein Pogrom. Ja. Ich meine, die haben die Leute dort umgelegt. Ja. Also Wahnsinn, ja. Ermordet. Ja. Selbst Leute, die da aus dem Brennenhaus rausfliehen, und welche, die in ihrer Verzweiflung aus dem 2. Stock dann irgendwann runtergesprungen sind, die haben mal unten dann noch tot geprügelt. So. Also einfach Wahnsinn. Da wirklich Szenen gesehen, unfassbar so. Und bei uns in den Medien ist da gar nicht groß drüber berichtet worden. Letztens, jetzt vor einer Woche, da stand so ich glaube, es in der Zeit war es, ja, noch mal ein Artikel darüber, ja, vor einem Jahr in Odessa. Und was so der Konsens ist, auf was sie sich dann so geeinigt haben, ja, da gab es halt Unruhen, Straßenschlachten und dann sind Mollys geflogen und dann ist es halt irgendwie eskaliert und dann sind die halt gestorben. Das stimmt nicht, das war ein Pogrom, es war ein bewusst, es sind Morde passiert, ganz bewusste Morde. Es ist nicht einfach so, dass es irgendwie durch die viele Molly-Fliegerei irgendwann ist es einfach abgebrannt und große Tragödie. Nee, da waren bewusste Morde sind dort geschehen. Und man weiß auch, welche Leute dort involviert sind. Da gibt es so viel Footage auch, also so viele Aufnahmen davon, man weiß, welche Gesichter das sind, welche Leute das sind, zum Teil auch aus Kiew gekommen. Absolut übel. Ich meine, das ist ein übelstes Pogrom. Aus meiner Sicht ist das schlimmste Pogrom, was in Europa im 21. Jahrhundert gab. Also das gab es vielleicht zuletzt so zur Nazi-Zeit, solche Sachen, ja. Unfassbar, ja. Ja, Odessa, ja. Ja, also Odessa, ich kenne mal ein paar Leute, die von Odessa, das ist mal eigentlich ein Urlaubsgebiet, ne? Wunderschöne Stadt wahrscheinlich, ja.
unten am Schwarzen Meer gelegen, Ja, schon genau. sehr gutes Klima und so. Gilt ja auch eigentlich als so eine ganz weltoffene Stadt, schon immer. Schon zu Sowjetzeiten, und es war auch Sowjetunion früher, gilt es echt als so eine sehr weltoffene Stadt, wo auch verschiedene Leute leben, und Odessa war schon immer, es ist nicht so das typische Russland-Ukraine, sondern es ist eben durch den Hafen auch, galt schon immer als eine besondere Stadt, und ja, nach diesem Massaker natürlich, da war da nichts mehr, mit, dass da Leute dann demonstrieren. Seitdem wird dort nicht mehr demonstriert. Also so, das war eine der ganz, ganz großen Eskalationen hier in der Ukraine. Und wird so dargestellt, als ob das halt einfach, naja. Aber jetzt im Moment, man hört nicht viel über Odessa, außer dieses einjähriges Schlacht. Na, dass dort irgendwas passiert oder irgendwie welche Kämpfe oder sowas mal dort sind. Nee, in Odessa wird nicht gekämpft, die Frontlinie ist ja viel weiter östlich so. Ja. In Odessa selber, es ist eben auch ein Fanal für die ganze Ukraine gewesen. Ey. Leute, demonstriert nicht mehr gegen das neue Regime, weil dann passiert euch das. Und danach, klar, die Leute haben dann auch nicht mehr demonstriert. Vor diesem 2. Mai, da gab es in Odessa jede Woche, waren dort Demonstrationen, wo auch mehrere tausend Leute waren, pro Russia und so, die halt gesagt haben, nein, wir wollen die Faschisten nicht, und danach nicht mehr. Ja. Das ist, so läuft es. Also die Leute sind natürlich so eingeschüchtert, wer wirklich Aktivist ist, wird verhaftet oder ermordet. Wir haben auch ist jetzt doch auch bei uns mal angekommen, so diese Fakten, dass in den letzten Wochen und Monaten ist eine Mordserie beispiellos, auch in der Ukraine, an Regimekritikern, wo da Journalisten, Vertreter von Parteien ermordet werden, einer nach dem anderen. Das ist Faschismus. Also der politische Gegner wird ermordet, der hat keine Existenzberechtigung mehr. Und der Staat deckt das, der Staat ermittelt nicht dagegen. Ich will jetzt nicht direkt sagen, dass es der Staat macht, aber der Staat macht doch nichts dagegen. Ja. Dann Odessa, da ist immer noch kein einziger eingesperrt. Nee, das heißt, es stimmt nicht. Es wurden Leute eingesperrt. Aber die Leute, die eingesperrt wurden, das waren eben Aktivisten, von denen, also pro Russia. So, das heißt, dass das die waren Leute, die überlebt haben, die wurden Mord eingesperrt. begangen haben, Von den Mördern sind alle frei. Und zum Teil weiß man die. Zum Teil kennt man die. Zum Teil weiß man, welche Leute da in Odessa am Start waren und Dinge auch koordiniert haben. Ja. Krass. Aber der ukrainische Staat macht es sich einfach. Der ukrainische Staat hat alle Schuld gegeben dem Polizeichef von Odessa. Und der ist mittlerweile aus der Ukraine geflohen. Ja. Also die Ukrainer, die würden ihn verhaften gerne, der ist jetzt im Ausland. Und der hat auch schon Statements gegeben zum Fernseher, hat das aus seiner Sicht gesagt. Und er hat gesagt, da sind Leute aus Kiew gekommen und haben dieses Ding angetrieben. Und er hat aus seiner Sicht noch versucht, den Schaden maximal zu verringern. Wobei ich auch nicht weiß, ob das wirklich stimmt, weil wie gesagt, die Polizei hat auch eine miese Rolle gespielt. Wir sehen ja diese Bilder, wo eben geschossen wird auf Demonstranten. Und die werden gedeckt von der Polizei dort. Ja. Ja. Genauso auch, als es dann gebrannt hat, das Gewerkschaftshaus, hat die Polizei hat nichts gemacht. Man hat dort ein Pogrom einfach durchgehen lassen. Genauso wie vielleicht 1936 in Deutschland, in der sogenannten Kristallnacht. Das ist ja genau das Gleiche. Ja, heute müssen wir als Deutsche die historische Schuld dafür aufnehmen. Ja. Aber damals war es denn der Staat? Das sind solche SS war es gar nicht, so SA-Banden, die machen das und der Staat macht einfach nichts. Du rufst dann die Polizei und die kommt nicht. Oder die guckt nur zu. Du rufst die Feuerwehr und die löscht nicht. Ja? So läuft es. Aber gemacht haben es sozusagen der Mob. Ja? Oder so ein organisierter Mob. Ja? Ja. Und genauso läuft es in der Ukraine auch. Da in Odessa, die Polizei, wenn du gerufen hast, die haben nichts gemacht. Die war ja vor Ort. Die waren da. Die haben nichts gemacht. Die haben nicht eingegriffen. Überleg mal, da werden Leute verbrannt und die Polizei schaut nur zu. Die Feuerwehr kam 1 Stunde danach. Überleg dir das mal. Ich meine, es ist eine Großstadt, Odessa. Ja? Das ist eine Großstadt. Und da kann mir keiner erzählen, dass wenn dort ein Gebäude brennt, dass die Feuerwehr 1 Stunde braucht. Ja? Die Feuerwehr kommt einfach nicht. Ich meine, check it out. That's fucked up, man. That's real bad business. Ja, das ist ziemlich krasse Geschichte. Und deshalb letztens dann auch so viel Porzellan zerschlagen. Also spätestens nach diesem Ereignis in Odessa war auch klar, Frieden wird es so schnell nicht mehr geben in der Ukraine. Tja. Na, die haben mal jetzt gerade darüber gesprochen. Das war mit diese wie sagt man, Ceasefire-Abkommen. Waffenstillstand. Waffenstillstand und die irgendwie, was habe ich mal mitgekriegt? Ich habe mal irgendwas bin ich so schnell darüber geflogen, dass die Ukrainer wollen das gar nicht. Oder die Neuen. Nein, die wollen das nicht. Die wollen das nicht. Die haben gesagt, ja, Friedensabkommen, alles gut, wunderbar und schön, aber wir wollen weiterkämpfen. Der Poroschenko und viele andere von dieser neuen Elite dort, also noch schlimmer ist ja diese Julia Timoschenko, ja, die ist jetzt nicht in Amt und Würden, aber die hat immer noch Einfluss. Ist immer noch eine wichtige, prominente
politische Figur. Ey, wenn du die Reden hörst, ich weiß nicht, also in Deutschland würdest du für solche Reden schon ins Gefängnis gehen. Die ruft ja zu Gewalt auf, also zu ethnischer Gewalt gegen alles, was russisch ist. Das ist unfassbar sowas, ja. Also die wollen den Frieden nicht. Die sammeln sich jetzt, ja, die sammeln ihre Kräfte und ich glaube, der Poroschenko selber war es, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber einer von den politischen Eliten, der gesagt hat, auf die Frage, wie lange das noch geht, hat er gesagt, na, so lange bis Donbass wieder uns gehört. Und auch die Krim. So lange wird der Krieg dauern. Na, check it out, die wollen den Frieden nicht, die wollen das sich einverleiben. Und dann vielleicht im Zuge dessen sogar die ansässige Bevölkerung vertreiben. Also das sind so die Visionen, die eine Timoschenko hat. Diese Leute sollen weg, weil es sind Russen, das sind für die Menschen zweiter Klasse und die sollen vertrieben werden. Ne? Da wird so schnell, kann ich mir nicht vorstellen, wie der Frieden kommt. Das ist wirklich traurig. Ja. Ich will es ja optimistisch sehen. Ja, aber da weiß ich nicht, wie man das lösen soll. Es entwickelt sich immer schlimmer. Selbst wenn es im Moment relativ ruhig ist, aber das heißt nicht, dass es jetzt vorbei ist, sondern eher, dass dort wird er massiv auch wieder aufgerüstet. Die ukrainische Armee baut sich wieder massiv auf. Well, wenn sie wieder stark genug sind, werden sie wieder loslegen. Ich bin mal gespannt, weil da gab es schon auch mal irgendwelche Gerüchte, dass ich gelesen habe, so als Schlagzeilen in den Nachrichten, dass Angela Merkel wollte sich mal mit Putin treffen und irgendwas mal über die Ukraine-Geschichte mal jetzt reden demnächst oder sowas, oder die haben das schon mal mittlerweile getan. Ja, ich weiß ja nicht, wie sehr die Leute das kontrollieren. Ja. Ich meine, man sagt immer, der Putin ist der Schlüssel dazu, aber der Entscheidende ist doch, was in Kiew passiert. Was diese Regierung Kiew macht. Und klar, ich meine, wir könnten endlich mal aufhören, die zu unterstützen. Aber selbst da bin ich mir nicht mehr sicher, ob man das noch einfangen kann, weil mittlerweile sind Fakten geschaffen. Ukraine ist on fire, so, ja. Auch umgekehrt muss man auch sagen, so die Novorussia-Truppen, da sind mittlerweile auch welche dabei, die sagen, ey, es geht jetzt nicht mehr nur darum, den Donbass zu verteidigen. Da sind auch schon welche dabei, habe ich auch mit eigenen Augen gehört, die sprechen geradezu von Odessa. Die sagen, wir müssen noch bis nach Odessa. Wir müssen bis nach Kiew. Das ist das Ziel. Die sagen, und ich habe das, glaube ich, auch schon letzten Herbst schon mal erwähnt. Ja. Wenn du von Odessa sozusagen eine Linie ziehst mit dem Lineal hoch nach Charkow, ja, und da ungefähr die Trennung ziehst, alles was rechts davon ist eher russisch und alles was links davon ist eher westlich ukrainisch, ja. Ganz grob. Das ist natürlich immer ungerecht, weil immer, wenn du so ein Land teilst, hast du natürlich immer Minderheiten, die dann auf die andere Seite müssen und schikaniert werden. Ja. Aber wenn, dann wäre so grob ungefähr die Trennung zu ziehen. Und so sehen es diese Novorussia-Soldaten auch. Deswegen, die sagen auch, wir sind im Krieg und wir kämpfen so lange, bis wir Odessa befreit haben. Ja, das klingt alles nicht gut. Da ist halt schon so viel Porzellan zerschlagen. Das wird wirklich schwierig, da das ernsthaft wieder in Frieden zu bekommen. Ne? What to do, Frank you? What to do, Frank you? Ja, Ukraine, wir beobachten es halt weiter, aber wirklich. Wir haben keine andere Wahl jetzt im Moment. I mean, wir können persönlich nichts machen dagegen. Ne? Ich meine, man könnte so viel machen, weil man könnte halt schon mal aufhören, wir als westliche Länder dieses Kiew-Regime finanziell die ganze Zeit zu stützen, sondern wir sollten halt denen sagen, okay, ich meine, ihr könnt eure Regierung machen, wie ihr wollt. Ja? Also wenn das jetzt wirklich, wenn ihr das ukrainische Volk repräsentiert, reden wir mit euch. Aber wir unterstützen euch nicht mehr in diesem Krieg. Waffen gibt's nicht und Geld für Waffen gibt's auch nicht. Ja. Wenn überhaupt Geld, dann wirklich nur direkt zweckgebunden für irgendwelche zivilen Sachen. Aber wir müssen aufhören, diesen Militarismus dort zu finanzieren. Aber wir sind weit weg davon. Im Grunde machen wir genau das Gegenteil. Ja. Weil das Witzige dabei ist, dass man sagt, in der Ukraine ist sowieso nichts zu holen. So, das ist keine große Kooperation. Geschichte. Aber ich sage das immer wieder. Dutch Standard Oil hat tatsächlich dort 8 Milliarden mal investiert. Und weil dort gekriegt wird, jetzt im Moment können die kein Geld erzeugen von das, was die investiert haben. Und das steht alles still. Na, und das ist auch mal eine große Thema, aber die meisten Leute wissen das nicht. Na, und das Standard Oil, da geht mal das sogar mit dieser ganzen Standard Oil Geschichte zurück in den Zweiten Weltkrieg, mit den Rockefellers. Und das war auch so ein Thema. Wir haben mal darüber gesprochen, als wir mal uns gesehen haben, letztes Mal über David Rockefeller. Der Rockefeller, ja, genau. Was ist das, eine 6. oder 7. Herzoperation, der Frank? Ja, der hat doch jetzt ziemlich zeitnah, ich hab's auch im Kopf, aber der wird doch jetzt 100 oder sowas, ja, der alte Rockefeller, steinalt. Und da habe ich ja irgendwie dann gelesen, so, ja, 6 oder 7 Herztransplantationen hat der Mann schon. Ja. Das muss ich mir auch mal vorstellen. Das ist auch irgendwie unheimlich. Also ich wusste gar nicht, dass sowas medizinisch geht.
Weißt du, eine Herztransplantation ist eine extrem kritische Sache. Auch selbst wenn es gut geht, ist es immer noch kritisch. Ja. Weißt du kriegst ein fremdes Organ und ey, boah. Aber der Rockefeller, 6 oder 7 neue Herzen hat er schon. Zieht er das mal rein. Ja. Das ist unheimlich. Ich würde gerne. Von wo kommen die? Ja, genau. Und wieso ist es bei dem überhaupt medizinisch möglich? Ich meine, wenn der auch so ein alter Mann ist, weißt du, ist der Körper auch geschwächt. Wie geht das überhaupt? Hat der irgendwie ein medizinisches Treatment, was von dem wir gar nicht wissen oder was? Die andere Frage ist, dass das sind Leute, die teilweise noch nicht mal ein Herz bekommen. Wie kommt es, dass er 6 Stück mal schon mittlerweile hatte? Ja, er kauft sich die, ja. Aber von wem? Vom Gano. Und wer gibt sein Herz ab hier? Das ist das ist die nächste Frage. Das ist auch übel so. Ja, das ist auch das ist der Rockefeller. Und der sieht aus, Alter. Der sieht aus, als wenn er tot ist. Also das ist schon eine krasse Geschichte. Mensch, Alex, wir haben ja jetzt fast eigentlich nur eine halbe Stunde, wenn ich das sehe. So. Aber wir haben noch ein Thema, was ich unbedingt heute Abend ansprechen will. Deswegen wollte ich dir mal fragen. Wäre letzte Woche schon wichtig gewesen, weil es ist echt ein ganz, ganz großes Ding, also meiner Meinung nach. Und die Leute sehen gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Diese Auseinandersetzung von Sari Havas und Graham Hancock. Hast du das mitbekommen? Nee. Sari Havas, man muss es vielleicht echt erstmal erklären, weil die Leute nicht wissen, wer diese Menschen sind und deswegen nicht erkennen können, was das für eine Bedeutung hatte. Sari Havas ist über Jahrzehnte hinweg der Generalsekretär der ägyptischen Altertümer gewesen. So ist der offizielle Titel. Generalsekretär der ägyptischen Altertümer. Das heißt, der war einfach gesagt der Chefarchäologe in Ägypten. Über Jahrzehnte. Okay. Der hat bestimmt, was in Ägypten passiert, was geforscht wird. In erster Linie natürlich Gizeh-Plateau, Pyramiden, Sphinx. Genau. Der hat halt einen Hut aufgehabt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist echt so ein Hut, Indiana Jones, so ein Archäologe. Der jahrzehntelang ist der Oberboss gewesen. Ne? Und der hat jetzt an einer Konferenz, hat eingewilligt, bei einer Konferenz teilzunehmen. Die wurde vor 2 Wochen, ist es mittlerweile, oder im April war es, in Gizeh abgehalten. In einem Hotel dort, im Mina-Hotel. Und ein anderer Konferenzteilnehmer, eigentlich sind es nur die 2, also gar nicht wirklich eine Konferenz, der andere Teilnehmer wäre Graham Hancock gewesen. Und Graham Hancock ist alternativer Wissenschaftler. Ein Typ, den ich wirklich großartig finde. Ich habe das erste Mal ein Buch von Graham Hancock gelesen, schon 16 Jahre her. In Indien war das. Hieß Fingerprints of the Gods. Yeah. Und das ist auch sein wichtigstes Werk. Also ein Bestseller und eine super, super Arbeit. Und grundsätzlich vertritt der Graham Hancock die Theorie, dass die Altertümer, die wir auf der Erde sehen, nicht nur in Ägypten, sondern auch international, Lateinamerika und so weiter, dass fast alle Altertümer auch gewisse astronomische Features haben. Also in ihrer Architektur, in ihrem Grundriss gewisse Dinge spiegeln, die im Himmel sind. Ne? Zum Teil direkt Sternbilder spiegeln, wenn du wiederum alle zusammen anordnest, dann ergeben sie auch wieder wie so eine Himmelskarte. Und dass sozusagen all diese Baudenkmäler in einem gewissen Zusammenhang stehen. Ne? Okay. Dass da ein gemeinsamer Sinn dahinter ist, eine gemeinsame Idee. Und dass die auch wesentlich älter sind, als die Schulwissenschaft sagt, also gerade in Ägypten. Ne? Sprich, dass es halt die ältesten Sachen in Kairo, in Gizeh, sollen viel älter sein, als die ägyptische Schulwissenschaft sagt. Die Schulwissenschaftler sagt das haben alles damals halt so die Cheops und die Pharaonen vor und nach ihm so gebaut, dieses ganze Gizeh-Ding. Ist also in wenigen 200 Jahren entstanden und das Ganze weit 5000 Jahre alt oder sowas. Ja. Und es gibt aber jetzt schon seit Jahrzehnten auch in der alternativen Wissenschaft immer mehr Leute, die ganz andere Kenntnisse bringen. Wir haben den Schoch gehabt, ein Geologe, der als erster so aufgezeigt hat, hey, diese Sphinx, wenn ich mir die als Geologe anschaue, dann erkenne ich dort Erosionsspuren, die auch von Wasser stammen. Das muss so viel Wasser gewesen sein. Das Ding ist ganz alt. Das ist viel älter als eure 5000 Jahre, denn vor 5000 Jahren war es ja auch schon Wüste, da gab es keine Regen, aber ich sehe hier Erosionsspuren, die von Wasser kommen, also das Ding ist viel, viel älter, 12.000, 15.000 Jahre oder so. Sagt halt ein Geologe. Der sagt aber Sari Havas, nein, stimmt nicht, weil wir sind die Ägyptologen, wir wissen es, das Ding hat der Cheops gebaut, oder der Chefrin oder wer auch immer. Ja. Dann gibt's Entdecker wie den Robert Bauval. Robert Bauval ist Belgier. Robert Bauval hat das erste gezeigt, oder das erste das halt veröffentlicht, gezeigt, dass die 3 Pyramiden, diese Anordnung, genau den Oriongürtel widerspiegelt.
Orion-Gürtel, den wir im Himmel sehen können. Das können wir jede Nacht sehen. Ja. Das ist, welches Sternbild ist, glaube ich, nochmal der Orion dabei? Oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ja. Wie auch immer, da sind echt Meilensteine in der Ägyptologie gefallen, so in der Forschung. Und Graham Hancock ist halt einer von den Repräsentanten, von den alternativen, wirklich weltweit renommierten Wissenschaftlern und so. Jetzt hat man lange versucht, mal endlich diese beiden so an einen Tisch zu kriegen. Die herkömmliche Ägyptologie, repräsentiert eben von Zahi Hawass, der sich selber nennt er den bekanntesten Archäologen der Welt. The most famous archaeologist in the world. So nennt er sich selber. Und den wollte man zusammenbringen eben mit den alternativen Wissenschaften. Dann mal zu gucken, wenn die beiden mal miteinander reden, ja, über diese Sache, das wäre doch mal interessant. Und in der Tat sehr interessant. Ja. Seit Jahren warten wir drauf. Jetzt ist es passiert. In Kairo haben die sich getroffen, in Gizeh. Und ich habe hier auf unserer Seite 2 kleine Filmchen gepostet. Sind beide sehenswert. Das eine ist, noch bevor die angefangen haben, ja, der Graham Hancock hat zugestimmt, als Erster zu sprechen. Und er checkt da gerade so seine PowerPoint-Präsentation, ob alles funktioniert. Technisch, drückt mal drauf, kommt ein Bild an die Wand. Und auf dem Bild ist halt hier diese Orion-Konstellation und ein kleines Foto auch von Robert Bauval, weil der das halt das erste veröffentlicht hat. Ja. Der Hawass sieht es und fängt sofort das Toben an und beschimpft den Graham Hancock. Der sagt, dieser Robert Bauval, sagt der Zahi Hawass, dieser Robert Bauval ist ein Schurke und ein Lügner und ich werde nicht hier sprechen mit ihm, wenn Sie hier diesen Mann überhaupt irgendwas von dem machen. Und der Graham Hancock sagt, ja, aber wenn ich über alternative Geschichte sprechen will, können wir das nicht ausklammern. Diese Orion-Sache, das ist Teil der Argumentationskette, ich kann es nicht einfach rausnehmen. Und der Zahi Hawass sagt, dann spreche ich mit Ihnen nicht. Und dann stürmt er da wirklich beleidigend, also er schreit da noch beleidigend, verliert total die Kontenance und stürmt aus dem Saal und ich höre mir dann nichts an, was du sagst. Also ich höre dir kein Wort zu. Ja. Wie so ein kleines Kind. Ja. Und der wollte dann schon die Konferenz verlassen und haben dann irgendwelche, die das veranstalten, haben ihn dann noch gut zugeredet, bleib doch und so. Und der hat dann zugestimmt, ja, der Zahi Hawass hat zugestimmt, er wird bleiben, aber er wird sich nicht die Rede von Graham Hancock anhören, sondern wenn der fertig ist, dann hält der Zahi Hawass seine Rede und er hört sich das nicht an, was der Graham Hancock sagt. Das war schon das Erste. Also total die Kontenance verloren. Du zeigst nur ein Bild und es ist sofort vorbei, die Debatte. Es wird nicht drüber geredet. Ja, darüber spricht er nicht. Das war das erste Filmchen. Das zweite Filmchen zeigt dann schon, während die Konferenz läuft, Graham Hancock hat schon seine Präsentation gegeben, Zahi Hawass hat auch schon seinen Vortrag gehalten und dann gibt's noch so eine Frage-Antwort-Runde, wo Leute im Publikum sitzen und Fragen stellen. Ja. Und eine Frau fragt den Zahi Hawass bezüglich Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, wer das noch nicht weiß, ist ein Ort in der Türkei und dort wurde Anfang der 90er und seitdem laufen dort Grabungen, wurden Spuren gefunden von einem, es sind so Anlagen, wo auch große Steine in Kreisen aufgestellt sind. Also sehr gut behauene Steine, so ähnlich wie Stonehenge, nur nicht rohe Steine, sondern schön behauen, mit wirklich sehr kunstvoll so. Und mehrere von denen. Und die Schulwissenschaft, die das dort archäologisch untersucht, das sind by the way sind Deutsche, die das dort machen, die sagen schon, also die Schulwissenschaft sagt, das ist mindestens 12.000 Jahre alt. Mindestens. Wahrscheinlich viel älter, weil es ist ein einziger Hügel und sie sind nur in den oberen Siedlungsschichten und man weiß schon durch Proebong, das geht noch viel weiter runter und die oberen Schichten sind 12.000 Jahre alt. Die unteren, verliert sich dann in der Zeit. Ja. Yeah. Und das ist alles hieb- und stichfest. Ja. Und jetzt fragt ihn halt, diese Frau aus dem Publikum, fragt halt den Zahi Hawass, also wenn man jetzt in der Türkei sowas gefunden hat das dann vielleicht auch einen Einfluss auf wie Sie jetzt hier die ägyptischen Megalithanlagen datieren. Und dieser Zahi Hawass, der hat davon noch nie gehört. Der kennt das gar nicht. Göbekli Tepe hat noch nie von gehört. Das kannte der nicht. Das ist einfach unfassbar. Da denken Sie, der nennt sich den bekanntesten Archäologen der Welt und der hat davon noch nie gehört. Der Mann, der liest nie irgendwelche Fachpresse, der geht nie auf Kongresse oder was. Der hat da keine Ahnung davon. Der nennt sich Superarchäologe und hat keine Ahnung von Göbekli Tepe. Das hat er noch nie gehört. Kennt er gar nicht. Das ist Wissenschaft, ja. Und der ist dann auch total sauer gewesen, hat dann auch diese Frau abgekanzelt, abgebügelt und dann weil er es nicht wusste, hat dann der Graham Hancock hat mal so ein paar Worten dann erwähnt, was halt Göbekli Tepe ist und so. Und das ist ja ein sehr interessanter Einwand, wenn man guckt. Diese ganzen Datierungen müssen viel weiter zurück. Schau mal hier in der Türkei, was wir da finden. Ja, da gab es auch schon Hochkulturen und Zivilisationen offensichtlich, ja. Und dieser Zahi Hawass verliert dann auch
da wieder total die Kontenance. Du musst dir mal die ganze Körpersprache von dem anschauen. Der gerät ins Schwitzen, der ist immer nervöser, der weiß nicht mehr, was er sagen soll. Am Ende sitzt er dann wirklich nur noch so alleine in seiner Ecke an so einem Tisch und schwitzt und grollt vor sich hin. Ne? Und es ist total gescheitert. Dem sein ganzes Weltbild, was er jahrzehntelang den Leuten auf dieser Welt erzählt, als er noch der große Star war, weißt du, Savi Havas, eine ganz korrupte Persönlichkeit auch. Niemand konnte dort forschen ohne den. Ja? Dem sein Daumen hoch hat über Karrieren entschieden, so, ja. Wegen dem sitzen immer noch Leute in Ägypten im Gefängnis. Da haben wir auch mal drüber gesprochen, die Geschichte hier mit dem Dominik Görlitz, Forscher hier aus Chemnitz. Ja. Görlitz und Erdmann, der war letztes Jahr ein großer Skandal. Das hat auch mit dem Sahi Havas zu tun, ja. Das kommt alles damit rein. Dieser Sahi Havas sieht jetzt, wie sein Weltbild einfach komplett im Bach runtergeht. Ja. Und einmal stellt er sich in eine Debatte oder es geht nur darum, dem überhaupt mal gegenüberzustehen. Jemand wie Graham Hancock, der ernsthaft recherchiert, der wirklich, das ist Wissenschaft. Da geht's wirklich darum, eine Wahrheit rauszufinden. Was ist die Pyramiden? Was steckt da dahinter so, ja? Leute wie Graham Hancock, die wollen es wirklich wissen. Ja. Und der Sahi Havas, alles was der macht seit Jahrzehnten, ist das Ding zu deckeln, ist jeden niederzumachen, der was anderes sagt. Und sich selber so darzustellen, ja, wir Schulwissenschaftler, wir wissen das, wir Ägyptologen, wir wissen das, wir haben das alles durch und durch untersucht und wir wissen genau, wie es ist. Aber der Typ kennt noch nicht mal Göbekli Tepe. Der Mann ist überhaupt kein Wissenschaftler. Der Mann ist ein reiner Blender. Das, was ich euch sage, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Wenn du als Archäologe von dem Göbekli Tepe noch nie gehört hast, dann vergiss es. Dann brauchst du über das Altertum gar nicht zu reden, dann bist du einfach inkompetent. Well, meine Frage ist dass jetzt dadurch, dass das jetzt veröffentlicht worden ist, meinst du, dass das einen Effekt an seiner Status jetzt als Archäologe für die Position, was er hält? Auf jeden Fall. Sahi Havas, seine Karriere ist sowieso schon kaputt. Ich meine, das gab ja da in Ägypten auch in den letzten Jahren sowieso riesen Umwälzungen, die Revolution, Mubarak wurde geschasst. Ja. Und unter dem neuen Regime, der Havas im Moment ist er nur noch Privatier. Er ist eigentlich nur noch Privatier und widmet sich nur der Forschung, aber er ist halt immer noch ein extrem vernetzter Typ. Ich meine, er war jahrzehntelang, der den Hut auf hatte, der kennt halt super viele Leute und es ist immer noch eine Riesennummer in der internationalen Ägyptologie. Und ich meine, weißt du, die ganze Zeit, wenn wir so Leute wie Graham Hancock, wenn wir diese Informationen verbreiten, immer hat man wieder nur gespottet, was habt ihr für ein Gras geraucht und so und alles Spinnerei und ich meine, hier hören wir lieber den Sahi Havas, hören wir den an, hier, was die Ägyptologie sagt, die haben doch alles schon geforscht und alles andere, ihr seid doch alles nur Freaks und Aluhutspinner. Aber guckt euch das an. Und selbst wenn man es gar nicht versteht, was die reden, ist auf Englisch, aber selbst wenn man es gar nicht versteht, nur die Körpersprache, ist völlig klar. Schaut euch an, wer ist offen, wer ist bereit zu debattieren, wer ist ein Gentleman und wer führt sich einfach nur auf wie ein Kind, wer kann der Wahrheit nicht ins Auge sehen, wer ist engstirnig, ja? Jeder kann es sehen. Okay. Und am Ende ist wirklich die Haltung so, der Sahi Havas ist wie ein Häuflein Elend, sitzt er da so in der Ecke. Und das ist für mich eine so bedeutsame Geschichte dort, weil der Sahi Havas, der spricht nicht für sich selbst, der repräsentiert das herkömmliche Weltbild der Ägyptologie. Dafür steht er, 100%. Und der Graham Hancock steht eben für das Neue, für die unterdrückte Wissenschaft. Ja? Und einmal treffen die aufeinander und jeder kann sehen, die ganze Welt kann sehen, wer ist wohl glaubwürdiger und wer ist wohl Wissenschaftler und wer ist eher Mauschler und Unterdrücker und mit dir rede ich nicht und das geht nicht und kaum stellt er eine kritische Frage, dann wird da drüber gefahren und sie sind inqualifiziert. Aber wer ist unqualifiziert? Ja? Jeder kann sehen. Ne? Ja, andererseits muss ich mal sagen, das hätte ich mal gern Chris auch mal gefragt, wie viel die Geschichte ist, was wir gelernt haben damals mal in die Schule, sich mal geändert werden müsste zu dem heutigen Datum. Das hätte mich mal auch mal interessiert. Ja, da stimmt halt so gut wie nichts mehr. Aber gut, das ist natürlich auch immer schwer, das einen Lehrer zu fragen, weil ein Lehrer müsste dann auch zugeben, das, was ich lehre, ist eigentlich falsch. Und wer macht das schon? Das ist schwierig. Aber in so Sachen wie Ägyptologie, und es ist deswegen auch so wichtig, Ägyptologie ist eine Schlüsselwissenschaft. Das, was dort in Gizeh, dieses Gizeh-Plateau, das hat Weltbedeutung. Da geht's nicht nur um Ägypten. Ja. Das ist jetzt nicht nur ein Thema jetzt für irgendwelche Archäologie-Freaks oder so. Sonst würde ich das ja hier auch nicht so in dieser Breite hier anbringen, ne? Ja. Sondern hier geht's ja wirklich um ganz große Weltbilder. Wer ist der Mensch? Wo kommt der Mensch her? Was ist unsere Vor- und Frühgeschichte überhaupt? Ja? Ja. Darum geht's, ja. Und das ist vielleicht ein ähnliches Thema, was wir auch nächste Woche haben, wenn wir mit
mit Ross Hamilton sprechen, ja, der auch über eine unterdrückte Wissenschaft, auch unterdrückte Archäologie spricht, also wie in den USA, die mit den Funden von Riesenknochen umgegangen wird und sowas. Das trifft genau dasselbe Thema, ja. Und hier können jetzt alle Welt kann sehen, weil Gott sei Dank hat das jemand aufgenommen. Alle Welt kann sehen. Schaut euch den Sai Havas an, schaut euch den Graham Hancock an, guckt euch an und wer ist glaubwürdiger? Die ganze Welt kann sehen. Ja, da kannst du mal für dich selber das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, der sich hier andeutet. Natürlich ist immer noch so, Graham Hancock ist immer noch alternativer Wissenschaftler und auch wenn der Sai Havas jetzt nicht mehr in Amt und Würden ist natürlich immer noch die Schulwissenschaft, die hocken immer noch auf ihren hohen Rössern. Aber es wird wackelig da oben. Ja. Es wird wackelig und Leute wie Sai Havas wissen es. Im Grunde genommen ist all das, was die da erzählen, einfach nicht mehr haltbar. Ja. Das ist einfach Bullshit. Und die Leute checken es und okay, viele sind immer noch wissenschaftsgläubig und so, aber wir leben jetzt hier im Internetzeitalter und Leute, guckt euch einfach selber die Informationen an und dann seht ihr selber. Und wer sich damit beschäftigt, der kann dann nur zu dem Schluss kommen, also Havas ist Havas und alles für was er steht. Das ist Schnee von gestern, so. Ja, well, that's the story, man. Also, aber, you know something, ich freue mich, wenn sowas passiert. Weil dann endlich mal diese Leute kommen mal ins Licht, ne? Da siehst das, wie die nur Bullshit erzählen. Ja, ne? Und umgekehrt auch, weißt du, dieser Graham Hancock, der wurde ja schon so oft dann eben von Schulwissenschaft wird der angegriffen. Weil der ist eher einer von uns. Yeah. Der Graham Hancock, das ist eben keiner, der jetzt dadurch zig Universitätsausbildung gegangen ist, sondern ist einer, der seinen Lebensweg gemacht hat, so ähnlich wie unser eins, der viel auf Reisen war. Der war lange Zeit in Indien. Ja. Der hat auch den Weg gegangen über psychedelische Substanzen. Der hat seine LSD-Erfahrung gemacht oder vielleicht sogar Ayahuasca. Der hat selber von sich gesagt, er war jahrzehntelang, war er Marihuana-Liebhaber. Er sagt jetzt nicht mehr, er sagt jetzt seit 2-3 Jahren hat er aufgehört mit einem Kiffen sozusagen. Und aber in all der Zeit, wo er auch seine Forschung gemacht hat er gemeint, hat er immer gekifft. Ja. Und ich meine, das ist genau das, weißt du, da wird immer gesagt, ja, guck dir die an, der kifft, na ja, klar, was willst du mit dem sein Buch? Das ist doch Quatsch, das ist alles Spinnerei. Hier liest was Ordentliches, was steht in der Universitätsbibliothek? Ja, Sai Havas und seine Ägypto-Geschichten. Aber ich meine, guckt euch mal an in Wirklichkeit. Ja. Die Wirklichkeit ist anders. In Wirklichkeit es ist so oft so, jetzt hier reden wir nur von Ägyptologie. Wir könnten aber auch andere Dinge einführen, was weiß ich, die Flat Earth-Geschichte und NASA und sowas. Es ist so oft so, die präsentieren sich als Wissenschaft, aber es ist gar keine Wissenschaft. Wissenschaft, wie wir uns das vorstellen, also dass man wirklich rational halt ohne schon vorgefertigte Theorien hat, sondern einfach mal gucken, was ist die Wirklichkeit und was auch immer wir finden, so bilden wir es ab. Diesen Geist haben die schon lange nicht mehr. Den haben die weder bei der NASA noch bei den Ägyptologen. Beide sind einfach nur Blender. Ja? Das ist Scheinwissenschaft. Ja? Das ist keine echte Wissenschaft. Fact or Reality. Ganz genau. Fiction or Reality, so wie Chris vorher gesagt hat, Frank. Da haben wir was. Da haben wir es, ja. Na, ist schon krass, man. Guckt euch das an, Leute. Sai Havas versus Graham Hancock. Es ist Schulwissenschaft gegen alternative Wissenschaft und jeder kann sehen, wo die Wahrheit liegt. Ja. Tja, auf jeden Fall. Well, die Wahrheit liegt mal auf jeden Fall informationsweise, dass du kriegst mal hier alles, was mal durch die Gegend und durch die Welt geht, hier in die Amok, Alex und Frank Stoner Show, man. Frankie, man, wir haben mal langsam hier Zeit, geht vorbei. Ich habe mal schon eine letzte Titel für heute Abend mittlerweile auch eingeladen, denn der passt mal ganz gut zum Thema. Ne? Jesus just left Chicago. Oh yeah, siehst du top. Ja, ist großartig. Ne? Ja, auf jeden Fall, man. Und ich weiß es nicht, irgendwelche paar Worte nochmal von dir aus, bevor wir gute Nacht sagen mal zu alle. Zunächst war es eine coole Sendung. Es ist eigentlich Wahnsinn, dass die Zeit schon wieder rum ist. Ja, ich meine, es gäbe noch so viel mehr, was wir eigentlich anbringen müssten. Aber hey, 4 Stunden ist wirklich auch immer Maximum. Wir werden natürlich das Ganze wieder hochladen und dann könnt ihr auch in Ruhe nochmal anhören, vielleicht das ein oder andere Thema, vielleicht mal in Ruhe, was der Chris so gesagt hat, wenn es nicht genau verstanden hat. Aber nicht nur das, ne? Vor allem nächste Woche in der Show haben wir dieses Kollege da freue ich mich dabei, das mal zu hören, was er zu sagen hat. Freue ich mich auch drauf. Das ist ein spannendes Thema. Wir haben darüber gesprochen, so oft, Frank, man. Erstmal, das fing an mal mit dieser verbotenen Archäologie, wo dieses in Sizilien das gefunden worden ist und jetzt plötzlich überall finden die diese Riesenskeletten von Menschen, die bis 8, 9, 10 Meter gestanden haben. Ne? Naja, was heißt jetzt plötzlich? Also der Ross Hamilton, wir können ihn da dann fragen, aber er wird uns berichten, die meisten Funde, die sind ja schon ewig alt. Also die hat man vor 100 Jahren gefunden. Der Ross Hamilton hat selber geschrieben, allein in dem Smithsonian Institut. Ja. Das ist so
auch von einer von den renommierten Elite-Universitäten an der Ostküste, die so sich mit Geschichte und Archäologie beschäftigen. Das Smithsonian-Institut. Allein die haben 18.000 solche Skelette gebunkert, die du nie mehr wieder siehst. 18.000. Check it out. Ich meine, wir reden, das ist seit 100 Jahren. Immer wenn was gefunden wird, dann kommen die Experten und holen das ab und Smithsonian so wie am Ende Raiders of the Lost Ark bei Indiana Jones, wo die schieben diese Karton mal irgendwo in ein Lagerhaus weg und du siehst die nie wieder, wa? Ja, so eine Art ist es. Also, darüber kann uns ja nächste Woche dann Chris Hamilton berichten. Ja. Das wird bestimmt eine coole Sendung. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei und vielleicht sagt ihr es auch, sprecht ihr es ein bisschen rum, weil solche Leute hörst du sehr selten in Deutschland. Also Chris Hamilton, es ist auch in Amerika nicht so ein Riesenthema, aber in Deutschland wissen da noch viel weniger Leute darüber Bescheid. Ja. Über dass es tatsächlich dort irgendwelche Funde gibt. Wir reden nicht über Theorien, sondern wir reden über Archäologie. Über Man Funde. redet über Sachen. Und darüber werden wir mit Ross Hamilton reden, über Funde. Wir werden vielleicht auch dann über Theorien reden oder so, aber vor allem über Funde, über Facts. Versteht ihr? Ja. Das ist keine Verschwörungstheorie. Die Dinge sind da. Ja, nur leider werden sie halt nicht in Museen ausgestellt, sondern lagern halt irgendwo im Keller, wenn sie nicht sogar schon vernichtet sind. Die Gefahr ist auch da. Aber da werden wir dann hoffentlich von Ross Hamilton mehr erfahren. Es wird bestimmt eine super spannende Sendung. Also ich freue mich. Teilt es auch. Wenn Leute, die sich für sowas interessieren, checkt rein nächste Woche. Das auf jeden ist echt Fall ein interessanter Mann, den wir da am Start haben. Wir haben ein Buch geschrieben zu dem Thema hier. Wir posten auf jeden Fall ein paar Links, genauso wie wir das mal bei Chris machen würden. Und auf jeden Fall, ich freue mich schon mehr, weil das sind solche Sachen, dass wir mal hier ein paar Mal schon erwähnt haben in der Show. Und natürlich solche Sachen mal kitzeln wir, Frank. Ne? Ja, das ist auch ein guter Mann. Das ist schon ein älterer Typ, also ist eine ganz sanfte Stimme. Ich habe den schon ein paar Mal auf Radio gehört und so einem amerikanischen Radio. Und der kann auch super viel erzählen, so jetzt von den Indianerkulturen und diese ganzen Mounds auch gebaut haben, diese Erdhügel. Da wissen ja Leute in Deutschland auch wenig drüber, über diesen großen Serpent Mount in Ohio zum Beispiel. Ja. Und all die Sachen. Großartiger Gast. Also ich hoffe, dass das dann klappt nächsten Mittwoch und dass wir ihn dann live hier begrüßen können. That's right, man. Auf jeden Fall, Details findest du auf unserer Facebook-Seite unter die Amok, Alex und Frank Stoner Show. Natürlich findest du das auch auf meiner private Facebook-Seite. Auf die Amok Alex Rudzinski Seite und wir würden uns mal freuen, wenn ihr dabei seid und auf jeden Fall, das wird mal wieder eine spannende Themen. Giants auf dieser Welt. Na, das fällt mir gleich das passende Lied ein hier. Soll ich jetzt mal nicht öffnen, muss ich mal aufschreiben. Ja. Nächste Woche muss ich spielen. Ja. Right. Alles klar, denn von meiner Seite auf jeden Fall, wir wünschen euch mal eine angenehme restliche Abend und einen schönen Mai auch, einen schönen Monat. Ja. Wir haben es ja gesagt am Anfang, Mai ist alles, es geht alles nur um Fruchtbarkeit. Ja. Sex, Drugs, genau. Rock'n'Roll. Wonne, Monat, Mai. Sucht euch jemanden heute Nacht noch zum Kuscheln. und niemals vergessen, so, der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Naja, siehst du, ich bin Single, so, ich muss mal das alles wieder selber machen. Naja, gut. Also, bis nächste Woche, hau rein. Here's a little ZZ Top für euch, man, from the Trace Hombres album. Jesus Just Left Chicago and Waiting for